Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen. Und wir schauen uns heute zusammen die brandneue Crytek Chris Vector GBB an. Also mal wieder was für GBB-Liebhaber. Und wer jetzt einen Vector haben möchte, muss eben nicht auf der Suche sein nach einer 2000 € teuren KWA, wo es keine Magazine mehr gibt, sondern das Ganze kommt jetzt eben von Crytek auch wieder direkt mit Lizenzumsetzung. Auch von der technischen Seite wird es wieder ein bisschen interessanter, denn auch dieses GBB-Modell hat Crytek so nah wie möglich an das originale Vorbild hingeführt. Bedeutet, der Rückstoß ist genauso wie beim Scharfwaffenvorbild nicht nach hinten einfach nur, sondern das Ganze wird umgeleitet und der Rückstoß geht nach unten oder wird nach unten abgeführt. Fühlt sich dementsprechend beim Schießen sehr interessant an, finde ich. Und gerade von der technischen Umsetzung, von den Internals, wird es definitiv wieder sehr interessant werden. Das ganze Video wird unterstützt von der Firma GSP Airsoft. Vielen Dank an den lieben Tom und an den Micha, welche mir dieses Modell für dieses Video ausgeliehen haben. Also Leute, macht euch ein Bierchen auf und los geht's! Also Leute, lasst uns loslegen, wie immer erstmal mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. Der Lieferumfang von der Vector ist überschaubar, aber in Ordnung. Bedeutet, ihr habt ein bisschen Papierkram mit drin, ihr habt ein Standard GBB-Magazin oder ein Propan-Magazin dabei, ein Laufreinigungsstab ist enthalten, dann Flip-Up, Chemikorn zum Aufschrauben habe ich bereits montiert, sind im Karton enthalten und ebenfalls nochmal eine zusätzliche Picatinny-Schiene, welche ihr hier vorne links oder rechts an der Knifte verschrauben oder montieren könnt. Bedeutet, braucht ihr noch irgendwie eine Kamera seitlich dran, Österreicher, Schweizer, Laser-Lichtmodule, einfach seitlich hinschrauben und gut ist. Das war's dann auch mit dem Lieferumfang. Wie gesagt, nichts Besonderes, aber auch nicht zu wenig. Eigentlich Standard, kann man sagen. Einen kleinen Punkt möchte ich ergänzen für Einsteiger, der mir aufgefallen ist, und zwar in der Anleitung wird auch auf die Wartung eingegangen, was ich sehr gut finde. Auch ist Field Stripping und wird drin erklärt, Hop-Up, aber ein Punkt hat mir nicht geschmeckt. Wartet mal, wo steht es? Wenn ich es finden würde. Hier. Hier wird bei der Wartung dieses Umlenksystem gezeigt. Zeige ich euch alles später nochmal im Detail. Und ja, auch hier werde ich darauf hinweisen, dass es zu Verschleiß kommen kann. In der Anleitung allerdings wird drin geschrieben von Crytek, dass ihr auf die Laufflächen ein kleines bisschen Silikonöl auftragen sollt. Macht es nicht. Da innen drin arbeitet Metall auf Metall bzw. Stahl auf einer Zink-Aluminium-Legierung. Und wenn ihr hier Silikonöl verwendet, dann habt ihr da einen Schmierfilm vielleicht für 20, 30 Schuss. Und dann war es das mal mit einem Schmierfilm. Bedeutet, das Öl, das schmiert euch einfach weg, das geht sonst wohin und sorgt auch nicht für eine geringere Reibung letztendlich. Also es zieht euch einfach wieder weg. Tut euch selbst einen Gefallen, verwendet irgendein Fett innen drin auf PTFE-Basis oder Teflon-Basis oder im besten Fall ein Fett auf einer Lithiumseife zum Beispiel. Dann hält das Material deutlich länger stand, wie wenn ihr da einfach nur ein dünnes Öl reinkippt. Weil das läuft euch sonst wohin und meistens auch dahin, wo ihr es gar nicht haben wollt. Also wie gesagt, auf den Punkt würde ich verzichten, nehmt ein Fett. So, technische Daten blende ich drüben wieder ein, wenn es interessiert. Hier ganz kurz 2 Punkte oder ein wichtiger Punkt, ein nicht so wichtiger Punkt. Wie gesagt, schaut es euch drüben an. Was wichtig ist, gerade für Österreicher, Schweizer, ihr habt natürlich hier vorne ein 14 mm Standard Linksgewinde und könnt dementsprechend auch Schalldämpfer attrappen oder Tracer hier vorne einfach draufschrauben. So, warum spreche ich das so deutlich an? Da werde ich auch im Fazit nochmal sehr genau darauf eingehen, denn wenn ihr euch die Lauflänge anschaut von der Vector, werdet ihr jetzt gleich merken, worauf ich hinaus möchte. Natürlich, es ist letztendlich aufgrund der Lauflänge und der Energieabgabe eine größere Backup. Also ihr müsst jetzt schon, muss ich euch leider sagen, die Vector ist saugut, aber ihr habt letztendlich nichts anderes wie eine High-Cover zum Beispiel, aufgrund der Lauflänge und der Energie. Bedeutet, wer jetzt das Video eingeschalten hat und sich dachte, ey geil, ich kaufe mir mal wieder irgendwie eine geile GBB, irgendwie für mittelgroße Gelände, irgendwie 50, 60 Meter zum Schießen. Nein, vergesst, das Modell ist so, wie sie kommt, standardmäßig, wirklich nur für den CQB-Bereich einsetzbar. Nicht für Woodland, nicht für größere Distanzen geeignet. Und warum sage ich jetzt speziell Kollegen Österreich?
In Österreich darf man die Lauflänge ohne weiteres ändern, in Deutschland natürlich nicht aufgrund der Zulassung. Was wieder Murks ist, ich weiß. Aber als Österreicher geht ihr her, schmeißt den 120 mm kleinen Stuppellauf da vorne raus, macht euch einen Schalli vorne drauf mit einer Laufzentrierung und macht euch mindestens einen Laufreim mit 200 mm. Dann bekommt ihr aus dem Ding problemlos 1,5 bis 1,6 Joule raus, macht dann noch ein Bucking rein für 0,3, 0,2er 30 und dann könnt ihr das Ding auch problemlos im Woodland rocken oder auf größere Geländen rocken. In Deutschland hat man also hier bereits jetzt schon wieder eine Limitierung. Ja, ich weiß, ich reg mich auch drüber auf, aber so ist es halt einfach. Also beachten, ganz kleiner, kurzer, knubbeliger Lauf und dementsprechend einfach nur eine etwas größere Backup, die Vector letztendlich. So, und warum Backup, das seht ihr auch drüben an der Energie. Ich habe natürlich das Modell für euch wieder nachgekront, 0,2 und 0,32 Gramm BBs. Ja, cool. Da haben wir jetzt aber nicht sonderlich viel rausbekommen. 58 Schuss, dann war das Magazin leer. Warum auch immer. Bolt Catch ohne Funktion. Damit haken wir den Chronotest ab und jetzt habt ihr es eben gerade gesehen, die Vector, ja natürlich auch wenn ihr ein starkes Gas verwendet, nehmt ein Red Gas, nehmt ein Black Gas,
Das Modell fängt am Anfang an sehr gut zu kronen, muss man sagen, so 1,3, 1,4 Joule, vollkommen in Ordnung, fällt aber in der Regel nach den ersten paar Schüssen sofort ab auf 0,9 bis 1 Joule und da pendelt sie sich dann ein. Und das ist eben das Problem aufgrund der Lauflänge. Bedeutet, da könnt ihr so viel Bums reindrücken, wie ihr wollt an Gas, es macht keinen Unterschied, da die Kugel aufgrund der kurzen Lauflänge nicht lange genug beschleunigen kann, um auf Energie oder Geschwindigkeit zu kommen. Und dementsprechend, wie vorhin schon gesagt, letztendlich ist es eine große Backup für CQB-Gelände, wenn man die Lauflänge nicht ändern darf. So, ansonsten ist das in Ordnung. Ein weiterer Punkt allerdings, nämlich auch gleich vorweg, lasst uns direkt über das Thema Hop-Up sprechen. Ihr werdet später, sehr viel später, werdet ihr es in den Aufnahmen sehen, die Hop-Up-Kammer, das Hop-Up-Einstellen, das Bucking und auch der Aufbau von der Patchfläche, das ist eigentlich alles sehr gut, muss man sagen. Bedeutet große Patchfläche drin, ein Flat-Top drin, der Tensioner vielleicht nicht ganz perfekt umgesetzt. Würde man aber hier oben übers Hop-Up noch ein bisschen mehr Druck aufbauen können, wäre das Modell auch problemlos für 0,3, 0,32, von mir aus 0,36 Gramm BBs geeignet. Das würde funktionieren. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem, und zwar Hop-Up einstellen. Ich zeige es euch jetzt erstmal. Bedeutet, ihr habt direkt hier oben so ein kleines Löchchen drin in der Picatinny. Hier könnt ihr beim Inbus rein und könnt über Klicken oder übers Klicksystem mehr oder weniger Hop einstellen. Wenn ihr jetzt keinen Inbus dabei habt, das hat sich Crytek auch ganz geil einfallen lassen, dann geht ihr hier unten rein, wartet mal, ich muss das bloß von der Kamera irgendwie zeigen können. Hier unten am Pistolengriff macht ihr den Clipser auf, macht den Pistolengriff auf und dann steckt hier unten direkt der passende oder benötigte Inbus-Schlüssel im Pistolengriff drin. Jetzt geht ihr her, steckt das Ding da oben rein, schaut, dass er sauber packt und dann könnt ihr über Klicken, Klick, 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 könnt ihr mehr und weniger Hop einstellen. Und wie gesagt, das funktioniert schon sehr gut. Ein richtiges TDC-System ist es nicht. Bedeutet, der Tensioner hängt direkt am Lever mit dran und ihr drückt letztendlich einfach nur den Lever runter. Also wird ein bisschen schräg gedrückt und nicht gerade wie bei einem TDC-System. Wäre jetzt auch kein großes Problem, aber selbst wenn ihr hier oben das Hop-Up auf Maximum reinknallt, das ist Maximum, langt die Bremswirkung oder langt die Rotation nicht aus für schwere BBs. Bedeutet, so wie die Vector kommt, ist sie ausgelegt für 0,2 oder 0,25 Gramm. Und dann ist gut. Bedeutet 0,32 sind bei mir genau 22 bis 25 Meter geflogen und dann im steilen Bogen nach unten. Ich habe also nicht, oder ich habe beziehungsweise für diese Kugelgrammatur zu wenig Hop drauf bekommen, obwohl es auf Maximum eingestellt war. Ich habe auch das Bucking kontrolliert, weil ich zuerst dachte, okay, ist ja noch relativ neu, vielleicht ist noch ein bisschen Silikon irgendwie drin vom System oder so. Nein, Bucking ist komplett trocken, Lauf ist sauber, ist komplett trocken und dennoch langt die Rotation oder langt die Bremswirkung nicht für schwere BBs. Da sind wir eben wieder bei dem Punkt, so wie das Modell kommt, 0,25 Gramm CQB spielen mit einem Joule, dann habt ihr Spaß damit. Für Woodland oder eben mehr Reichweite nicht geeignet. Wenn ihr dann das Hop-Up eingestellt habt, könnt ihr einfach das Ganze wieder hernehmen, diesen Inbus und da unten wieder reinpobeln. Da ist ein bisschen Schaumstoff drin, da könnt ihr es sauber reinstecken und dann das Ganze hier unten wieder zuklipsen. Das finde ich an sich echt geil gemacht da unten drin mit dem Inbus, auch der Schaumstoff. Dann klappert euch da unten letztendlich nicht irgendwie der Inbus da drin rum, sondern das hat Crytek super gemacht. Man hat also den Inbus zum Hop-Up einstellen immer dabei. Also hier können wir definitiv nicht meckern. Lasst uns anschließend gleich weitermachen mit den allgemeinen Informationen. Ich halte euch jetzt erstmal die Vector ein kleines bisschen ins Licht rein. Na, schaut euch das Modell doch bitte mal ein bisschen von der Seite an und von der Seite. Manche finden sie potthässlich. Ich finde das Ding einfach geil. Eine Vector hat was, ist mega. Vor allem noch mit dem Schalli vorne drauf. Ihr wisst Bescheid. Also hier, wie gesagt, Vector sehr, sehr schön umgesetzt. Natürlich genauso wie die AEG-Version damals. Bedeutet auch komplett mit Lizenz von Crytek, mit Chris-Markings drauf. Hervorragend umgesetzt. Auf einen Punkt möchte ich aber jetzt direkt gleich eingehen. Habt ihr auch im Chrono vielleicht gesehen. Die Vector ist jetzt, was die Kälte betrifft, doch ein bisschen anfälliger wie die ein oder andere GBB. Wie äußert sich das Ganze? Sie hält zwar die Energie, habt ihr auch im Chrono gesehen, sie hält zwar auch bei Kälte die Energie relativ konstant. Natürlich sehr wenig Energie, aber sie hält die Energie.
Aber irgendwann kommt dann relativ zügig der Punkt, da mag sie dann nicht mehr. Bedeutet, da läuft sie dann komplett wie wild rum. Teilweise kommen auch 3 Schuss Burst noch raus und dann gast sie komplett aus. Also auch wenn es zu kalt wird, mag das System leider ja nicht mehr so, wie ich möchte. Ich versuche euch das mal ganz kurz zu rekonstruieren. Bedeutet, ich werde jetzt mit Absicht ein bisschen schneller feuern, wie man normalerweise triggert mit einer GBB. Einfach um das Ding wirklich mit Absicht mal in den Cooldown zu bringen. So, Feierabend, Ende im Gelände. Wie gesagt, natürlich, es war provoziert. Wenn man eine GBB spielt, sollte man natürlich nicht triggern wie ein Geisteskranker, wie mit einer HPA oder mit einer SAEG, sondern man muss einfach ein bisschen präziser und ein bisschen langsamer feuern, um einfach das System nicht in den Cooldown zu bringen. Was stört auch nicht, wie gesagt, hat jede GBB. Nur was ihr jetzt eben zum Ende hin gemerkt habt oder auch sehr zügig eigentlich gemerkt habt, das Magazin war randvoll, das war komplett vollgefüllt. Dann, wie soll ich sagen, sie fällt so schnell dann in den Cooldown, dass bereits vielleicht nach 20 Schuss, 30 Schuss, wenn ihr wirklich schnell triggert, dass es dann schon wieder nicht mehr langt vom Gasdruck, dass überhaupt der Bolt Catch greift. Habt ihr gesehen, ich konnte einfach weiter triggern. Bolt Catch greift nicht mehr. Und dann habt ihr kurz vor Ende des Magazins, so vielleicht nach 60, 70 Schuss, vielleicht auch mal nach 80, je nach Temperatur, fängt sie, dann kommt dann irgendwann der Punkt, da macht es dann und dann läuft sie einfach unkontrolliert die ganze Zeit hin und her. Und auch das, natürlich, auch das können andere Modelle auch haben. Bedeutet, wenn das Gas einfach zu schwach wird oder das Magazin leer wird, dann macht es einfach mal und das Ding ist leer. Ganz normal. Aber die Länge, ihr habt es gemerkt, das Ding läuft ja, keine Ahnung, das Ding läuft ja ein paar Sekunden total unkontrolliert innen drin hin und her. Und das fand ich beim System den einzigen Punkt, der mich ein bisschen gestört hat. Dementsprechend solltet ihr in der Vector schauen, dass ihr möglichst starkes Gas verwendet, damit das eben nicht passiert. Jetzt gerade hatte ich eben ein sehr schwaches Gas drin. Da hatte ich jetzt gerade dieses Protech-Gas zum Beispiel drin. Wenn ihr das Ganze mit dem Noob Roll Red oder auch mit dem Elite Force 150 PSI macht, dann könnt ihr deutlich mehr Schuss abgeben. Das Magazin fällt nicht so schnell in den Cooldown. Und auch dieses Unkontrollierte am Schluss hin nimmt ab. Es ist zwar immer noch vorhanden, wenn das Magazin leer wird oder wenn das Gas leer wird, aber nicht mehr so lange wie mit schwachen Gassorten. Also für euch zu merken, am besten in der Vector eignen sich wirklich ein bisschen stärkere Gase. 150 PSI Elite Force oder eben Red Gas von Noob Roll. Ihr könnt auch Nimrod nehmen, aber da kriegt ihr die Kotze, wenn ihr das riecht. Ihr wisst ja, was es ist. Gut, das soll es eben vom System gewesen sein. Jetzt möchte ich nochmal, jetzt passt mal auf, jetzt füllen wir mal. Das Magazin ist jetzt zwar kalt, aber wir füllen jetzt mal nochmal ganz kurz auf mit ein bisschen stärkeren Gas. Und dann gehen wir direkt auf den Punkt ein mit dem Rückstoß. Denn viele, die sich eine GBB kaufen, möchten einen Rückstoß haben. Die finden das halt cool, wenn sie dann dran stehen und das Ding die ganze Zeit so ein bisschen zuckt. Schön und gut, alles in Ordnung. Dann ist die Vector für euch kein gutes Modell. Bedeutet, ganz am Anfang schon angesprochen, Crytek setzt das System genauso um wie das große Vorbild letztendlich. Bedeutet, die Energie, die sich aufbaut, um den Verschlussträger nach hinten zu katapultieren, geht nicht nach hinten in die Schulterstütze rein, sondern wird umgelenkt und geht nach unten weg. Und dementsprechend habt ihr aber in der Vector oder könnt ihr mit der Vector extrem präzise schießen für eine GBB. Bedeutet, wo ihr bei anderen Systemen dann zum Beispiel mit dem Leuchtpunkt dranhängt und die ganze Zeit die ganze Zeit dieses Wippeln und Zucken. Bei der Vector gar nicht. Bei der Vector könnt ihr genauso schießen wie mit einer HPA oder wie mit einer SAEG. Bedeutet, das Ding bleibt komplett ruhig. Ihr habt hier null Rückstoß, obwohl es knallt mit dem starken Gas. So, wie gesagt, Magazin ist jetzt kalt. Na, es geht sogar schon wieder, es ist ein Aluminiummagazin. Es wird immer ein kleines bisschen schneller wieder warm wie Zinkmagazine. Probieren wir mal, ob sie läuft. Repetiert habe ich schon. Wie gesagt, passt mal auf, ich versuche euch mal, gut, das kann man jetzt schlecht erkennen, aber passt mal auf, wie ruhig man das Ding halten kann.
Das ist doch klasse. Also wer was Kompaktes, Präzises sucht, ohne dass jetzt die ganze Zeit das Ding rumwackeln muss und rumscheppern muss, genau dann ist die Vector dafür geeignet. Und letztendlich ist genau ja das auch der große Vorteil vom scharfen Modell, dass man eben keinen so hohen Rückstoß hat, damit es eben nach unten weggepuffert wird und man dementsprechend eben präzise Schussfolgen abgeben kann. Das macht Crytek auch mit der GBB meiner Meinung nach sehr gut und ist einfach auch mal wieder ein bisschen was anderes, finde ich. Also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass es sich einfach anders anfühlt. Man erwartet immer dieses leichte Zucken nach hinten. Bei der Vector gar nicht. Die bleibt komplett ruhig stehen. Also sehr interessant, finde ich. So, dann machen wir bei den allgemeinen Informationen erstmal weiter mit, was machen wir? Machen wir mal so die grobe Verarbeitungsqualität, würde ich sagen. Also Allgemeines und Verarbeitungsqualität, das füge ich jetzt einfach ein kleines bisschen zusammen, dann kann man alles schön am Stück erklären. Vorne, wie schon gesagt, ihr habt ein ganz normales 14 mm Gewinde. Schutzkappe vorne drauf aus Alu, wird schön gelockt, bedeutet, die löst ihr nicht unabsichtlich. Runterschrauben, Schalldämpfer, Attrappe drauf, sieht geil aus, kommt gut, könnt ihr machen. So, dann muss man noch sagen, die Verarbeitungsqualität von den Externals ist Crytek genauso gut gelungen wie bei der AEG-Version. Bedeutet, man merkt hier, das Modell kommt aus Taiwan, das Modell ist hochpreisig, selbstverständlich, aber wenn ihr euch die Kunststoffqualität, den Polyamid-Kunststoff anschaut von außen und die Passgenauigkeit, sieht man das. Und bedeutet, ihr werdet hier definitiv nicht enttäuscht sein. Erstmal, die Oberfläche fühlt sich einfach mega an von der Vector. Sie ist zwar nicht so rau wie die ein oder andere Knifte von der Struktur her oder von der Oberflächenbeschaffenheit, aber überall, wo ihr greift, habt ihr eben einen gewissen Haltepunkt. Zum Beispiel hier vorne eben dieses Geriffelte, dass ihr schön reingreifen könnt. Sie ist unheimlich führig. Das seht ihr auch, ihr könnt sie schön einen Anschlag reinnehmen. Sie ist auch aufgrund des leichten Gewichtes von dem Alu-Magazin nicht irgendwie frontlastig, dass sie ganz nach unten hängt. Nix, ihr könnt das Ding von mir aus mit einer Hand spielen. Also sie liegt einfach super im Anschlag, schön angenehm und auch vom Schützen aus auf der linken Seite. Ihr könnt auf den Spannhebel schön den Finger ablegen, greift sich einfach hervorragend die Vector. Ist ein ganz, ganz tolles Modell, was die Ergonomie angeht. Ebenfalls habt ihr gerade schon gesehen, Spannhebel zum Repetieren vom Schützen aus nur auf der linken Seite vorhanden. Bedeutet einfach hinter, zack, repetieren. Der Repetierweg natürlich auch deutlich kürzer, wie jetzt zum Beispiel bei einer AR-15-Plattform. Ganz kleiner Weg, vielleicht 30 Millimeterchen. Dann ist das Ding repetiert und ihr habt auch direkt gleich griffbereit hier unten, hier seitlich vom Schützen aus links den Verschlussfang. Bedeutet hier einfach einmal reindrücken, zack, Verschluss löst sich und ihr könnt dann letztendlich einmal abdrücken. Der Feuerwahlhebel ist dann hier hinten auch super ergonomisch zu erreichen. Vom Schützen aus auf der linken wie auch auf der rechten Seite. Dieser ist ebenfalls schön snappy und klickt perfekt in die einzelne Position rein. Der Feuerwahlhebel ist bei der Vector standardmäßig hier oben. So, und dieser ist bei der deutschen Variante komplett deaktiviert. Also Österreicher, Schweizer oder Zuschauer aus dem Ausland, ihr könnt hier oben dann letztendlich umschalten auf Semi-Auto, auf Burst oder eben ganz rum auf Full-Auto. Das ist bei der deutschen Version natürlich nicht möglich und der gesamte Hebel ist gelockt. Bedeutet, ihr könnt ihn gar nicht bewegen. Bisschen schade, aber ist was vermutlich technisch nicht anders zum Umsetzen gegangen. So, dann habt ihr oben drauf Picatinny, die ist nicht an dem oberen Upper Receiver dran gegossen aus Polyamid-Kunststoff, sondern das ist ein separates Bauteil und ist komplett aus Aluminium gefertigt. Finde ich immer schön aus Alu, denn gerade wenn man hier oben Polyamid hat und es ist kein guter Polyamid-Kunststoff und man klemmt die ganze Zeit Optiken drauf, mal wieder runter, mal wieder eine andere drauf, bekommt man relativ zügig solche Druckstellen rein in den Kunststoff. Ist eben bei Aluminium nicht der Fall. Dementsprechend bei der Top Rail bevorzuge ich immer Alu. Was dann vorne dran ist oder unten dran ist, das ist dann wurscht letztendlich. Gut, nochmal zum Kunststoff. Wie gesagt, ist komplett Polyamid. Das äußere Gehäuse bedeutet gesamter Upper Receiver. Der zieht sich eben hier rum, zusammen mit dem Griffstück hier runter. Nenne ich einfach Upper Receiver. Dann eben der Klappschaft hinten. Auch sehr massiv konstruiert. Polyamid-Kunststoff. Nicht dünnwandig oder sowas. Richtig schöner massiver Schaft letztendlich hinten dran, schön solide, wackelt nicht, klappert nicht, hervorragend. Und eben der Lower sozusagen oder System ist dann quasi der untere Bereich, der sich so rumzieht und dann hier runter geht. Also das, was ihr hier greift, das nenne ich jetzt einfach mal Lower Receiver und genau hier unten drin oder hier vorne, hier spielt die ganze Musik.
Hier oben drin, hier ist alles passiert gar nichts. Griff ist komplett leer, hier hinten alles komplett leer. Also nur hier im vorderen Bereich, hier innen drin arbeitet letztendlich das System. Wie gesagt, Rückstoß oder Verschlussträger fährt zwar nach hinten einen gewissen Weg, aber wird dann umgeleitet letztendlich in so ein unteres Puffersystem, nenne ich es einfach mal. Seht ihr später bei der Demontage. Okay, und das soll schon gewesen sein. Jetzt lasst uns noch ganz kurz, wenn wir schon bei den Bedienelementen ein bisschen sind, lasst uns noch kurz über den Abzug sprechen. Der Abzug bei der Vector ist schnell, ist knackig, aber ist ein bisschen länger wie bei anderen Systemen. Bedeutet, wenn ihr jetzt erwartet oder wenn ihr es gewohnt seid, so dieses kurze, kleine Klicksystem zum Beispiel zu haben, wie bei einer Glock oder sowas zum Beispiel, so 2 mm Klack, Klack, das ist bei der Vector nicht der Fall. Er ist knackig, er ist crisp, aber er ist ein bisschen länger vom Abzugsgewicht. Ich versuche es euch mal ganz kurz zu demonstrieren. Ist noch repetiert, oder? Ja. Lassen wir mal einen Verschluss. Warte, machen wir mal am besten so. Magazin mal raus. Also wir schalten einmal um auf Semi. Wenn ihr jetzt drückt, hier ein ganz kleines bisschen Spiel im Abzug vorhanden, so circa 4 mm. Dann habt ihr einen definierten, schönen Druckpunkt. Aber definierter Druckpunkt und dann, wenn ihr dann zieht ihr, klack, und dann schlägt sie ab. Also ihr habt nicht dieses, wie soll ich sagen, nicht dieses kurze, knappe. Es ist zwar knackig, aber ihr müsst einfach ein kleines bisschen einen längeren Weg zurücklegen, wie bei der ein oder anderen GBB. Aber ich meine, ihr habt es vorhin auch schon gesehen, wenn ihr euch da ein bisschen dran gewöhnt habt, an den Rückstellweg auch, dann könnt ihr hier trotzdem sehr schnell triggern mit dem Ding. Also ist überhaupt kein Problem. Und ob man bei einer GBB unbedingt so Spray und Pray betreiben muss, glaube ich eher nicht. Dementsprechend auch der Abzug wirklich schön umgesetzt. Können wir auch nicht meckern. Gut, wie gesagt, auf den Kunststoff und auf die Verarbeitungsqualität gehe ich später noch mal ganz kurz in ein paar Nahaufnahmen ein, denn das müsst ihr euch wirklich anschauen. Das ist halt wirklich, das ist alles nahtlos. Also das ist wirklich Passgenauigkeit aufs Zehntel genau. Merkt man einfach den Preis. Also das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Müssen wir was über die Flip-Ups sagen? Ich glaube nicht, oder? Ja, wenn das ihr braucht, es sind Flip-Ups mit drin. Ansonsten macht euch einen Leuchtpunkt oben drauf und fertig letztendlich. Lasst uns noch ein kleines bisschen über das Magazin sprechen, was im Lieferumfang enthalten ist und was ihr natürlich auch als Ersatz bekommt. Vorhin bei den allgemeinen Informationen schon angesprochen, ich finde das Magazin an sich ist wirklich ein sehr, sehr starkes GBB-Magazin. Bedeutet, wir haben hier keinen Zinkguss, sondern ein Alu-Magazin. Es ist ultra leicht. Ihr müsst nicht so viel am Plattenträger rumschleppen wie bei Zinkguss-Magazinen, sondern sehr, sehr leicht und auch von der Qualität wirklich hervorragend. Bedeutet Aluminium gefertigt, es passt hervorragend in den Magazinauswurf rein, es flutscht raus, ihr könnt schön greifen. Und dieser untere Mantel, wenn ihr seht, wo es ein bisschen dicker wird hier unten, das ist eben aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Das ist so ein Überstülper, sage ich jetzt einfach mal, so ein Überzug. Wie gesagt, auch hier vorne ein bisschen geriffelt. Ihr könnt es so rum schön greifen, ihr könnt es so rum schön greifen. Tolles Magazin. Kommen wir zum Befüllen und zur Kapazität. Ihr könnt natürlich ganz normal hergehen, könnt den Follower bis hier runterziehen und könnt ganz normal mit dem Speedloader hier reindrücken und die Kugeln von Hand von mir aus reintun. Dann werden die hier innen drin gestackt, also es ist ein Double Stack und bekommt dementsprechend, wenn ihr es so macht, bekommt ihr 60 Schuss rein. Wenn ihr euch das aber mal ganz genau anschaut, der Kugelkanal geht aber eigentlich hier unten innen drin noch minimal ein bisschen weiter. Bedeutet, ihr könntet rein theoretisch den Follower noch weiter runterdrücken, kommt aber mit dem Finger nicht weiter runter. Dementsprechend, wenn ihr es so macht, 60 Schuss. Wenn ihr einen Speedloader nehmt mit GBB-Aufsatz und das Ganze von oben befüllt, dann bekommt ihr 62 bis 63 Schuss rein, weil der Follower einfach noch ein bisschen tiefer fahren kann. Also wenn die 2 Kugeln oder 3 BBs, wenn es die rausreißen, dann könnt ihr es mit dem Speedloader machen. Aber wie gesagt, passen schön viele BBs rein. Die Effizienz war je nach Temperatur natürlich ein bisschen unterschiedlich. Wenn ihr ein starkes Gas verwendet, ein Red Gas oder eben ein Lead Force Gas, bekommt ihr relativ viele Schuss raus, je nachdem wie schnell ihr eben feuert. Seid ihr human, bekommt ihr so circa 90 bis 110 Schuss raus. Also nicht ganz 2 Ladungen, aber vollkommen in Ordnung für so eine Art Magazin, würde ich sagen. Bedeutet, wenn ihr Kugeln nachfüllt, setzt auch einmal die Gasflasche auf. Das wird übrigens so gefüllt, ne? Von hier so rum wird das Magazin gefüllt. Setzt die Gasflasche nochmal an und lasst halt ein bisschen Gas wieder rein. Dann langt es locker eben
für die ganzen BBs. Wenn ihr aber jetzt ein schwächeres Gas verwendet oder wie vorhin schon gesagt, wenn es sehr kalt wird, weil ihr einfach zu schnell spielt oder zu schnell triggert, dann funktioniert das ganze System leider nicht mehr ganz so gut wie andere GBBs. Es könnte an der Gasmenge liegen, die hier reinpasst, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dann kann ganz schnell die Effizienz auf 60 bis 70 Schuss fallen und dann habt ihr es eben auch ganz am Anfang gesehen, dann kann es passieren, dass das System auf einmal anfängt und dann läuft es komplett leer, das ganze Gas. Dementsprechend für kühlere Temperaturen eher weniger geeignet oder ihr braucht halt dann wirklich ein sehr starkes Gas, damit die Vector oder damit das System einfach genügend Druck bekommt. Andere GBBs, AR-Plattformen, was wir uns schon angeschaut hatten, die liefen auch bei 6 Grad noch relativ zügig, gerade mal Ruhigkniften zum Beispiel. Also hier Kälteempfindlichkeit ein kleines bisschen beachten. Ansonsten klasse Magazin, natürlich 70 € kostet das Ganze, aber auch hier muss man wieder sagen, alle Gasmagazine kosten ein Schweinegeld, meiner Meinung nach auch zu viel Geld, ein bisschen Abzocke, gerade für Zinkgussmagazine. Aber wenn man sich das Magazin anschaut, das kostet genauso viel wie andere Magazine, ist aber aus Aluminium gefertigt, hat hier nochmal diesen Polyamid-Kunststoff drüber. Es ist 100% dicht, also selbst wenn es eiskalt würde, wenn es einfriert, das Ventil ist komplett dicht, das Auslassventil, das Einfüllventil ist komplett dicht, die Lippen halten sauber, ihr habt da oben keinen Verschleiß dran und der Rotor dichtet hervorragend zur Nozzle innen drin ab. Dementsprechend, wie gesagt, klasse Magazin und kostet halt wieder 70 €, ist aber im Vergleich zu anderen Kniften vollkommen in Ordnung, finde ich, wenn man es eben mit anderen Magazinen vergleicht. Also Leute, schauen wir uns die Vector noch in der Nahaufnahme kurz an. Das meiste habe ich euch schon erklärt, aber hier einfach noch mal ganz kurz, um die Qualität ein bisschen hervorzuheben, damit ihr euch mal das Modell von außen noch ein bisschen näher anschauen könnt. Und da kann man einfach die Spaltenmaße oder die Kunststoffqualität kann man hier einfach in der Nahaufnahme noch ein bisschen schöner erkennen, denke ich. Gerade wenn ihr euch anschaut, Übergang zwischen Upper und Lower, welches sich hier rumzieht, komplett spielfrei, nahtlos das Ganze, greift wunderbar ineinander rein, auch hier von der Seite, wenn der her schaut. Also das ist ganz, ganz großes Kino, was hier Crytek von der Passgenauigkeit abliefert. Auch das Spritzgussverfahren selbst oder wie der Kunststoff aus der Form rausgekommen ist, mit wie viel Druck der Kunststoff eingespritzt wurde, ebenfalls perfekt von der Qualität. Denn wenn ihr hier mal reinschaut, bei dieser großen Öffnung unter dem Abzugsbügel, hier innen drin, schaut mal, man sieht zwar so diese ganz leichte Naht, aber wenn ihr hier drüber fahrt mit dem Finger, ihr merkt hier null, gar nichts. Also das ist perfekt von der Verarbeitung, genauso innen drin, dann am Pistolengriff, auch hier innen drin. Warte mal, könnt ihr vielleicht so besser sehen. Hier innen drin nichts spürbar, kein Versatz von diesen beiden Kunststoffhälften. Also hier, wie gesagt, von der Qualität her wirklich hervorragend. Dann seht ihr jetzt dann bei der Demontage, seht ihr dann den Aufbau und auch die Arretierung von dem Outer. Natürlich, der ist nicht sonderlich lang, sondern ist nur so ein kleines Knuppelding. Aber dennoch ist die Arretierung bombenfest. Also das wird alles nochmal sauber mit so einem Hopperblock verbunden. Das wiederum alles mit dem inneren Gehäuse verbunden, mit mehreren Schrauben. Und auch wenn ihr dann hier vorne sagt, okay, ich möchte ein bisschen einen größeren Schalli oder von mir aus eine Schalldämpfer-Tracer-Kombination, vielleicht mit Akku drin. Und es hat ein bisschen Gewicht, dann habt ihr auch hier vorne selbstverständlich kein Schwingen und kein Spiel auf dem Outer drauf. Also ihr könnt da vorne drauf schustern, was ihr wollt. Da fängt nichts irgendwie an zu wackeln oder sowas. Auch das also sehr, sehr gut umgesetzt seitens Crytek. Top Rail, wie vorhin schon angesprochen, ist eben dann aus Aluminium gefertigt. Hier vorne mit dem kleinen Loch dann zum Hop-Up einstellen letztendlich. Spannhebel können wir uns vielleicht noch kurz anschauen vom Schützen aus auf der linken Seite. Hier der einzige Punkt, macht zwar am Bock nicht fett, aber wenn ihr den Spannhebel öfters mal so schnalzen lasst, dann ergibt sich hier vorne im Kunststoff, ergeben sich so kleine, hier so kleine Schlagstellen. Aber das ist letztendlich nichts Wildes und wenn der Spannhebel geschlossen ist, seht ihr die eh nicht mehr. Also wie gesagt, hier halt, wenn ihr es schnalzen lasst, drückt halt da ein bisschen drauf. Aber wie gesagt, nichts Wildes. Repetierweg könnt ihr noch mal ganz kurz im Detail sehen. Vorhin schon kurz angesprochen, sehr, sehr kurz, bedeutet maximal vielleicht 30 mm, wenn es hochkommt. Bedeutet, zieht den Spannhebel hoch, repetiert, klack und das war's dann. Jetzt ist das Ding durchgeladen. Also wenn es hochkommt, vielleicht 30 mm und das eben gerade im Vergleich zu einer AR-Plattform, wo ihr den Spannhebel deutlich länger zurückziehen müsst und dementsprechend einen sehr langen Weg habt, ist es bei der Vector sehr kurz und knapp gehalten.
So, und dann können wir uns jetzt eben in der Nahaufnahme noch kurz den Abzug und den Schaft anschauen. Ich glaube, dann haben wir alles soweit durchgesprochen. Den Abzug habe ich euch vorhin schon versucht zu erklären, war aber relativ weit weg. Ihr habt also hier oben logischerweise Feuerwahlhebel, habe ich euch vorhin schon angesprochen, ganz normal links und rechts. Dann habt ihr hier minimalst ein kleines bisschen Spiel im Abzug drin. So circa 3 bis 4 Millimeterchen. Danach kommt ein schön definierter Druckpunkt, den ihr habt. Und ab diesem Druckpunkt müsst ihr so circa 3 bis 4 Millimeter ziehen, bis das ganze System dann letztendlich auslöst. Bedeutet, ihr geht an den Druckpunkt hin, ihr drückt und dann schlägt sie ab. Vorhin schon kurz angesprochen, ja, natürlich, es gibt GBB-Modelle, die sind hier vom Abzugsweg noch etwas kürzer. Also hier ist die Vector ein bisschen länger letztendlich, aber ihr habt es vorhin auch gesehen, wenn ihr euch da ein bisschen dran gewöhnt habt, ihr könnt trotzdem relativ fein und sauber triggern. Also würde ich gar nicht kritisch irgendwie ansprechen. So, und dann lasst uns noch über den Schaft in der Nahaufnahme sprechen. Der ist selbstverständlich einklappbar. Ihr habt hier hinten noch Aufnahme für einen Trageriemen zum Beispiel unten dran. Dieser ist ebenfalls komplett aus einem sehr, sehr soliden Polyamid-Kunststoff gefertigt. Nicht irgendwie dünnwandig, sondern extrem massiv das Ganze. Hat aber im Scharnier minimalst ein klein wenig Spiel. Bedeutet, wenn ihr das euch mal so anschaut und wir hier mal draufdrücken und den Schaft bewegen, dann seht ihr, dass der halt minimalst im Scharnier ein kleines bisschen, ja, ein bisschen Luft drin hat. Das Ganze ist aber letztendlich im Anschlag nicht wahrnehmbar. Dementsprechend kann man es eigentlich auch getrost ignorieren. Auch wenn wir so mal herschauen von oben, ich versuche es mal festzuhalten, ganz kleines Fitzelchen-Spiel. Auch das, denke ich mal, wird bei der Scharfwaffe nicht besser sein und dementsprechend können wir es auch ignorieren, meiner Meinung nach. Also hier ganz minimal ein kleines bisschen Spiel vorhanden. Gut, Leute, dann machen wir heute auch wieder weiter mit der Demontage. Finde ich gerade bei so einer GBB immer wichtig, sogar wichtiger wie bei einer HPA oder wie bei einer SAEG. Bedeutet, ihr solltet eine GBB schon hin und wieder mal auseinanderbauen, innen drin die Komponenten euch anschauen, reinigen. Gerade wenn ihr vielleicht in einer staubigen oder sandigen Umgebung irgendwo spielt. Ihr seht zum Beispiel hier bei der Vector seitlich, wo der Spannhebel ist, da ist das System relativ offen und hier kann schon entsprechend Schmutz ins System eindringen. Dementsprechend, wie gesagt, eine GBB eigentlich regelmäßig mal öffnen, innen drin sauber machen, ein bisschen fetten, ein bisschen schmieren, fertig, alles wieder zusammenschustern. Dementsprechend zeige ich euch das Ganze bei der Vector auch mal ganz kurz, gerade für Einsteiger vielleicht interessant. Andere werden es natürlich wissen, wie so ein Ding auseinandergeht. Zunächst mal, es ist natürlich identisch aufgebaut wie die Scharfwaffe. Bedeutet, auch hier geht der Rückstoß, wie vorhin schon angesprochen, nicht nach hinten, sondern nach unten weg. Bedeutet, eure Recoil Spring oder Schließfeder sitzt letztendlich hier oben oder hier unten so schräg drin. Und dementsprechend habt ihr hier unten das System zum Entnehmen. Also wie beim Scharfmodell oder wie bei der AEG auch damals. Hier unten die beiden Pins drin und hier oben die beiden Pins drin. Die lassen sich mit ein kleines bisschen Kraft sogar mit dem Finger lösen. Bedeutet, wenn wir hier unten mal anfangen, probieren wir es mal, ob wir es rausbekommen. Ich glaube, der vordere geht relativ einfach, der hintere könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber wir versuchen es mal. Bedeutet hier unten erstmal den vorderen Pin. Komm, raus mit dir. Nummer 1. Und der zweite, der sitzt ein bisschen straffer. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen dagegen halten, dass wir den rausbekommen. Ansonsten drücken wir uns den einfach mal durch. Na okay, brauchen wir doch ein bisschen Hilfe. So, jetzt das können wir gescheit packen und dann ziehen wir den auf der Seite ebenfalls raus. So, ihr seht, ich halte mit dem Daumen unten dagegen, denn hier habt ihr eben die kleine Federspannung drauf von diesem Umlenksystem. Wartet mal, das können wir jetzt direkt so nach unten aus dem System quasi rausziehen. Bedeutet, hier habt ihr letztendlich euren Anschlagspuffer sozusagen und das ist eure Schließfeder. Bedeutet, wenn der Rückstoß kommt, knallt das hier letztendlich im Winkel nach unten und wird hier oben über diese Rampen angesteuert. Das schauen wir uns dann gleich bei den Internals natürlich im Detail an. So, ihr seht auch, es ist standardmäßig bereits alles gut geschmiert und gefettet. Bedeutet, da braucht ihr normalerweise, wenn ihr das Ding bekommt, absolut nichts machen. So, dann drehen wir sie uns nochmal um und lösen ebenfalls die beiden oberen Pins. Und vielleicht, der Micha hat mir per WhatsApp geschrieben gehabt, aufgrund des Umbaus auf Semi ist es ratsam, das Modell für die Demontage zu repetieren oder zu spannen. Bedeutet, haben wir uns ja vorhin vielleicht schon kurz angeguckt, der Feuerwahlhebel ist bei der deutschen Variante gelockt. Bedeutet, ihr könnt hier nicht auf Burst und nicht auf Auto umschalten. Und dadurch hängt das ganze System hier natürlich ein bisschen, ja, vom Hammer ein bisschen so zusammen. Dementsprechend einmal Spannhebel
das Ding einmal durchrepetieren, damit der Hammer gespannt ist und jetzt in dem Zustand einfach die beiden Pins eben nochmal rausziehen und das ganze Teil eben abnehmen. Und wie gesagt, am besten vorher spannen, ansonsten könnte sich das Ganze am Hammer sozusagen verklemmen, der übrigens hier oben drin sitzt. So, dann legen wir uns mal, ich nenne es einfach mal den Upper auf die Seite und machen mit dem Lower weiter. Und hier haben wir letztendlich genauso viele Schrauben drin wie bei der AEG-Variante. Bedeutet, wir lösen zunächst mal sämtliche Zylinderkopfschrauben im äußeren Bereich. Bedeutet hier einmal die ganzen großen. Das sind 3 Stück pro Seite und ebenfalls hier oben den Verschlussfanghebel mit einem 2,5er. Diese 4 schrauben wir auch komplett weg oder schrauben es erstmal lose. So, um mit den Schrauben nicht durcheinander zu kommen, wo welche Länge reingehört, lasse ich die einfach drin stecken und ziehe das Ganze drum, also den ganzen Verschlussfanghebel, einfach komplett am Stück mit den Schrauben weg und lege mir das Ganze auf die Seite. So, und dann, wie gesagt, dann lösen wir die großen. Da brauchen wir jetzt einen 3er-Inbus. 1, 2, 3 und auf der gegenüberliegenden Seite eben nochmal 1, 2, 3. So, wenn wir diese Schrauben außen gelöst haben, können wir auch direkt hier vorne die Feder vom Spannhebel entfernen. Ist genauso aufgebaut wie bei der AEG-Variante. Bedeutet, die Feder hängt hier vorne an so einer kleinen Kreuzschraube. Bedeutet, wir lösen hier vorne die Kreuzschraube, um eben die Feder entsprechend zu entfernen. So, Feder entfernt, könnt ihr jetzt letztendlich das äußere Kunststoffgehäuse von dem inneren Aluminiumgehäuse trennen. Bedeutet, ihr schiebt das jetzt einfach ein bisschen auseinander, das Ganze drum. So, zack, zack, einmal Kunststoffgehäuse entfernt und dann habt ihr hier letztendlich das innere Gehäuse. Und da seht ihr auch schon, dass eben das Ganze mit sehr vielen Schrauben zusammen verbunden wird oder zusammengeschraubt wurde. Hier vorne komplett. Hier komplett, da. Bedeutet auch hier wieder relativ viele Senkkopfschrauben drin und diese lösen wir ebenfalls. So, habt ihr die Schrauben alle gelöst, die Senkkopf, da müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, die sind alle exakt gleich lang, also könnt ihr nicht mehr falsch zusammenbauen. Und dann könnt ihr diese ganze Abdeckung auf der einen Seite vollständig entfernen. Und ihr seht, das Ganze ist eigentlich von Krytex sehr schön konstruiert, denn das Ganze sind eben zwei so Flächen, die könnten sogar gefräst sein. Material müsste Zinkguss sein oder Zink sein, denn es ist relativ schwer, also Alu ist es nicht. Man hört aber dieses Klingeln drin. Und es ist natürlich nicht magnetisch, also dementsprechend gehe ich davon aus, Gehäuse komplett aus Zinkguss gefertigt. Und da seht ihr eben auch direkt im Gehäuse dann die Führung letztendlich vom Verschluss und die Führung hier unten, wo quasi die Umlenkung drin läuft, in diesen beiden Führungen hier. Und dann habt ihr es auch schon gesehen, wenn wir das jetzt mal auf die Seite legen. Hier oben ist direkt gleich euer kleiner Mini-Verschluss drin oder Bolt Carrier oder Verschlussträger drin. Bedeutet dieses Bauteil hier, so, da brauchen wir jetzt irgendwie einen Küchenkrepp, denn das ist standardmäßig doch relativ stark gefettet. Dann nehmen wir das ganze Teil mal raus und da müsst ihr letztendlich nur aufpassen, dass euch diese Rollen hier hinten aus Stahl, damit euch die nicht irgendwie runterfallen und ihr die verliert. Die werden hier nur reingesteckt und nicht gesichert. Also quasi hier rein und hier rein. So, und da habt ihr letztendlich euren gesamten Verschlussträger. Wie gesagt, ist ziemlich schmierig, ziemlich fettig. Legt halt irgendwas drunter, sonst reißt euch euer Frau den Kopf ab, wenn ihr die Tischdecke versaut. So, und da vorne haben wir dann noch die Hop-Up-Kammer, die nehmen wir auch noch raus. Zunächst lösen wir aber mal den Spannhebel. Den müssten wir eigentlich nach hinten rausbekommen, genau. Also ziehen wir einfach nach hinten raus. Feder vorne haben wir ja gerade schon gelöst gehabt. Auch der, seht ihr, standardmäßig gut geschmiert, gut gefettet. Und dann haben wir noch die Hop-Up-Kammer und die müssen wir letztendlich auf der anderen Seite auch noch losschrauben. Bedeutet, wir drehen das Ganze drum einfach einmal um und lösen hier vorne jetzt diese beiden Senkkopfschrauben noch, damit wir an die Hop-Up-Kammer rankommen. So, jetzt könnt ihr letztendlich das Bauteil hier, ich weiß nicht, ihr habt hier noch letztendlich den Firing-Pin noch drin. Wir schauen es uns natürlich dann im Detail an. Hier ist der Firing-Pin noch drin, hier ist der locker seitlich noch drin. Das wird aber alles sehr, sehr schön gehalten. Also wenn ihr da was auseinanderbaut, es springt nicht irgendwie raus, die Federn springen euch nicht entgegen. Das ist sehr gut konstruiert, muss ich sagen. Wenn ihr da ran wollt, der Firing-Pin, der fette, lange, der ist letztendlich hier über einen kleinen Pin gesichert. Und den Locker könnt ihr, wenn dann ganz runter drückt, könnt ihr nach oben einfach rausnehmen. Aber wie gesagt, brauchen wir für das Video eigentlich nicht. Können wir uns später direkt in diesem Zustand im Detail noch anschauen.
So, die Hop-Up-Kammer, da müssen wir später noch im Detail ein bisschen drüber quatschen, denn ich habe es euch vorhin schon gesagt, der Hop-Aufbau, obwohl ein sehr geiles Bucking eigentlich drin ist und der Tensioner passt eigentlich auch, aber die Kammer baut für schwere BBs ein bisschen wenig Druck auf. Dementsprechend schauen wir da noch mal ganz kurz rein und das erkläre ich euch später dann auch im Detail. Dazu müssen wir die Hop-Up-Kammer lösen. Die Befestigung oder die Aufnahme des Outers ist bei dem System nicht so, wie man es vielleicht denkt, sondern der Outer wird nur in diesen Block reingeschoben und wird dann über dieses Stahlblättchen hier, über das silberne, wird es quasi über Nut- und Federsystem ja geklemmt sozusagen. Also der Outer selbst wird hier nicht verschraubt, sitzt aber bombenfest drin. Um natürlich ranzukommen, müssen wir letztendlich diese beiden Schrauben lösen. Und hier nicht wundern, die sind standardmäßig eingeklebt von Crytek. Zwar keine hochfeste Schraubensicherung, aber ihr braucht ein bisschen Kraft, um die lösen zu können. Dementsprechend schaut, dass ihr einen Inbus verwendet, der von der Größe auch wirklich gut passt und nicht irgendwie bereits abgenudelt ist. Ansonsten, wenn ihr da ein paar Mal durchdreht vorne, dann könntet ihr den Schraubenkopf kaputt machen. Das wäre nicht ganz so prickelnd. Also, nehmen wir einen 3er Inbus und dann lösen wir, oder 2,5, muss ich mal gucken, was ist denn das für Größe? Ich glaube, das waren 3, oder? Ja, 3 mm Inbus und dann lösen wir letztendlich diese beiden Schrauben da vorne drin. So, weil wenn ihr jetzt diese beiden Schrauben locker habt, dann könnt ihr das Blättchen nach oben schieben, oder diese Stahlplatte hier. Und dann ist der Outer letztendlich bereits lose und ihr könnt ihn rausdrehen. Aber stopp, Moment, ich merke gerade, ich habe noch zu viel Hop drauf. Bedeutet, wir stellen den Hop erstmal auf 0. Also quasi komplett Hop raus, Rädchen nach oben, so weit wie es geht. Wird dann hier oben auch gelockt und dann können dann letztendlich rausziehen. So, wie gesagt, schauen wir uns auch später nochmal kurz an, diesen Block hier. Und hier innen drin seht ihr jetzt die Hop-Up-Kammer, bedeutet, die wird letztendlich nur über diese zwei kleinen Gewindestifte, einer links, einer rechts gehalten. Und diese beiden schrauben wir jetzt ebenfalls leicht raus. Und zwar so weit, bis wir die Hop-Up-Kammer nach hinten rausziehen können. So, dann können wir den C-Clip letztendlich wegmachen und das Ganze drum nach hinten aus der Hop-Up-Kammer rausziehen. Da vorne beim O-Ring müssen wir den runter machen. Ich glaube nicht. Bucking können wir auch gleich abziehen. Ah, dann ziehen wir es nach vorne raus, oder? Ohne Bucking. Ja. Ist, glaube ich, relativ wurscht, wie der das macht. Ne? Obwohl hier mit dem O-Ring kommt man da nicht richtig drüber. Dementsprechend ein bisschen nach hinten. Ein Bucking vom Lauf entfernen oder vom Inner runter. Und dann könnt ihr es nach vorne rausziehen. Tensioner, seht ihr, Tensioner, müssen wir später auch nochmal drüber quatschen, könnt ihr nicht verlieren, da ist letztendlich kein Tensioner drin, sondern der hängt euch leider direkt am Lever mit dran. Warum leider, sprechen wir später an. Wie gesagt, dementsprechend kommt der Druck schräg drauf. Aber wie gesagt, ihr Tensioner, nicht, dass ihr da jetzt irgendwo sucht, wo ist mein Tensioner? Nee, das ist der Tensioner, hängt leider direkt am Lever mit dran. Okay, und das soll es mit der Demontage gewesen sein. Weiter brauchen wir, glaube ich, nicht machen. Auch hier innen drin das Abzugssystem vom Hammer oder beziehungsweise die Hammer Unit müssen wir, glaube ich, nicht komplett auseinandernehmen. Das könnt ihr alles so letztendlich im Video bereits erkennen. Hier ist nämlich letztendlich nur das Material interessant und der Winkel, wie der Hammer dann später auf den Firing Pin draufschlägt. Aber das kann ich euch alles in diesem Zustand zeigen. Was ihr aber jetzt vielleicht bei der Demontage schon mitbekommen habt, die groben Bauteile bekommt ihr eigentlich sehr schnell und einfach auseinandergebaut. Gerade das, was ihr eben schmieren müsst, so diese Führungen, wo der Verschlussträger drin läuft, diese Platten da innen drin, wo man eben ein bisschen schmieren sollte, das bekommt ihr echt super easy und simpel auseinandergerupft. Also da ist nicht viel dabei, muss man sagen. Dementsprechend schon mal sehr geil konstruiert. Gut, Leute, dann mache ich mir jetzt noch einen Kaffee und dann geht's weiter mit den Internals. Beginnen wir bei den Internals zunächst mal mit der gesamten Abzugsgruppe. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht extra rausgebaut, braucht man auch nicht so im Detail drauf eingehen. Erstmal wichtig zu wissen, die gesamte Abzugsgruppe oben wie auch viele weitere spätere Bauteile sind komplett aus Stahl gefertigt. Bedeutet, alles, wo ansatzweise irgendwie Belastung draufkommt, ist aus Stahl. Nur die Führungen seitlich oder dieses Grundgerippe innen drin ist aus einer Zink-Aluminium-Legierung. Der Rest aus Stahl, das ist gut und dementsprechend auch die Abzugsgruppe
der Hammer, der Locker, sogar dieser Übergangshebel, diesen silbernen, den ihr da oben seht, der quasi vom Abzug nach vorne geht, auch dieser ist aus Stahl gefertigt. Und ebenfalls eine kleine Besonderheit, das könnt ihr jetzt eben schon sehen, wenn ihr jetzt halt AR-Plattformen kennt. Hier schlägt der Hammer eben nicht von unten nach oben, sondern genau andersrum, von oben nach unten. Bedeutet, wenn wir diesen Hammer dann letztendlich einmal entlocken über diesen seitlichen Hebel und dann gleichzeitig den Abzug drücken, dann werdet ihr feststellen, dass dieser einmal nach vorne schlägt. Bedeutet, das Ganze lockt im oberen Bereich dann ein. Dann habt ihr hier vorne das Magazin drin und den Firing Pin letztendlich. Und der Hammer rotiert dann durch das System durch auf den Firing Pin drauf. Und dementsprechend habt ihr auch unten in diesem Umlenksystem habt ihr genau diesen Freiraum innen drin, dass der Hammer da quasi frei innen drin rotieren kann. Also das ist technisch schon, ja, schon geil umgesetzt, muss man sagen. Also das passt einwandfrei und auch der Abzug, ich habe es euch vorhin gesagt, schön knackig das Ganze, nur ein kleines bisschen länger wie bei anderen GBBs. Also ihr habt jetzt nicht dieses Klick, 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 sondern ihr habt einen definierten Druckpunkt, schönes Abzugsgewicht und ihr zieht halt ein kleines bisschen länger, so circa 4 mm mit einem kontinuierlichen Abzugsgewicht und dann macht es Klick. Also minimalst länger, aber dennoch, habt ihr vorhin gesehen, ihr könnt das Ding trotzdem sehr schnell triggern, wenn es mal pressiert. Also das ist schon sehr, sehr geil umgesetzt hier oben drin. Und wie gesagt, Passgenauigkeit da oben im Polyamid Kunststoff, hervorragend. Da kann man definitiv nicht meckern. So, und dann haben wir eben dieses innere Gehäuse, was ihr vielleicht bei der Demontage schon gesehen habt. Auch das ist von der Passgenauigkeit sehr gut umgesetzt. Bedeutet, ihr habt auch hier, seht ihr auch hier vorne, vielleicht könnt ihr das sehen, ihr habt überall in diesen Gehäuseteilen hier so ein Nut- und Federsystem. Bedeutet, wenn dann auch später die Hop-Up-Kammer letztendlich da vorne drin sitzt, seht ihr auch hier, dass ihr quasi da seitlich dieses Nut- und Federsystem habt auf beiden Seiten. Und es arretiert euch da halt hervorragend drin und könnt dementsprechend dieses innere Gehäuse sehr, sehr sauber zusammensetzen. Es ist passgenau gefertigt und meiner Meinung nach auch eben, wie vorhin schon angesprochen, sehr schön umgesetzt, muss man sagen. Also das ist nicht einfach irgendwie so ein Billiggehäuse einfach mal geschwind dahergegossen oder sowas, wo dann alles so lieblos irgendwie drin hängt und überall rumschlackert, sondern das sitzt einfach richtig, richtig gut alles zusammen. Und es ist auch das schwerste Bauteil an der ganzen Knifte. Also der ganze, gut, ich habe das nicht zusammengeschraubt, aber der ganze Block hier, das packt das Gewicht an die Knarre drauf. Wie gesagt, kein Stahl, aber eine sehr solide Zink-Aluminium-Legierung. So, lasst uns über dieses Bauteil ganz kurz sprechen, denn ihr seht hier ein bisschen, ja, bereits ein bisschen Abnutzung, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob das Abnutzung ist oder ob das vielleicht sogar noch Frässpuren sind. Und zwar spreche ich von dieser Führung hier. Wenn ihr hier mal herschaut, es ist standardmäßig alles gut geölt, seht ihr auch hier gut Fett überall drin, aber dennoch kommt es hier und auch hier oben kommt es zu einem gewissen, ja, leichten Verschleiß vielleicht kann man es nennen. Und das habt ihr auch gerade vielleicht auf der gegenüberliegenden Seite auch schon gesehen. Auch hier exakt an derselben Position. Bedeutet da, wo dann später der Verschlussträger läuft mit dem Rollensystem, genau hier wird das Material irgendwie ein bisschen rau und ein bisschen blank. Und wie gesagt, man sieht es auch hier hinten sogar. Also es ist ein kleines bisschen Abnutzung, denn hier hinten sieht man ein kleines bisschen Material kommen. Bedeutet, das ist so der Punkt meiner Meinung nach oder der einzige Punkt bei der Vector, den ihr halt immer wieder mal ein bisschen nachschmieren solltet. Denn natürlich, wenn die Stahlrollen da drin die ganze Zeit hin und her fahren, dann zieht es natürlich den Schmierfilm oder den Fettfilm, den zieht ihr irgendwann raus. Natürlich aufgrund der Reibung. Dementsprechend halt alle 2, 3 Spiele mal auseinander machen, da mal kurz ein bisschen Fett oder ein bisschen Öl rein, wieder zusammenschrauben, fertig, damit das Ganze eben nicht zu stark verschleißt. Aber wie gesagt, nichts Schlimmes, gar überhaupt nicht, denn es ist jetzt nicht irgendwie so wie bei anderen GBBs, dass ihr da sofort Riesenspäne irgendwie seht oder dass die Kante da oben scharfkantig wird oder dass es so zum Kratzen anfängt. Das ist gar nicht. Also auch die Kante hier oben, wenn ihr da drüber fahrt, da merkt ihr gar nichts. Also die wird nicht scharf oder sowas, die wird nicht rau, sondern es passt immer noch wunderbar. Sieht halt bloß ein bisschen geschliffen aus letztendlich. So, und da haben wir eben dann das System selbst drin. Das möchte ich euch mal ganz kurz erklären,
Wen es interessiert, bedeutet Verschlussträger, schauen wir uns dann gleich auch noch natürlich im Detail an. Der läuft hier oben quasi drin und das sind eben hier hinten, das sind diese Stahlrollen, die letztendlich in der Führung laufen und auch für die Umlenkung zuständig sind. Bedeutet, dieser kleine Verschlussträger läuft dann letztendlich, lass mich mal kurz den Logger runterfahren, der läuft letztendlich da oben, wie bei jeder anderen GBB, in dieser Führung hin und her. Und auch hier könnt ihr vielleicht sehen, dass diese Stahlrollen in dieser Führung so gut wie kein Spiel haben. Bedeutet natürlich, ein bisschen Luft muss vorhanden sein, aber das sind, wenn es hochkommt, sind es vielleicht 0,15 bis maximal 0,2 Millimeterchen, was diese Rollen links und rechts Spiel drin haben. Und dementsprechend wird eben dieser Verschlussträger hier oben schön sauber drin geführt und läuft einwandpfiffig. So, der muss auch sehr passgenau laufen, denn über diese Rollen wird das Ganze oder wird die Kraft umgelenkt, sagen wir mal einfach so. Bedeutet, ihr habt hier dieses Bauteil drin sitzen, da ist der hintere Block, bedeutet die ganze Aufnahme hinten, das ist aus Polyamid-Kunststoff gefertigt und diese Platten da seitlich, die sind dann wiederum aus Stahl gefertigt. So, und hier läuft letztendlich diese Kunststoffführungen, die laufen in der hinteren Führung. Bedeutet letztendlich, das Teil fährt nach unten. So, und wenn das Teil nach unten fährt, dann knallt euch natürlich, wenn der maximale Hub erreicht wurde, knallt euch der Gummipuffer gegen diesen Gummipuffer hier unten, wenn ihr den erkennen könnt. Bedeutet diesen hier. Bedeutet, fährt runter und schlägt da unten dann letztendlich auf. Und dementsprechend wird die Energie letztendlich schön abgeführt. Habe ich euch vorhin schon gesagt, wer auf der Suche ist nach einer GBB, weil er einen hohen Rückstoß haben will, weil er das lustig findet, der ist mit der Vector nicht bedient. Denn natürlich, auch das Original ist aufgrund dieses Systems dafür ausgelegt, dass die Waffe eben einen geringen Rückstoß hat und sich dementsprechend präzise feuern lässt. Und genauso ist es bei der GBB auch. Bedeutet, der Rückstoß wird nach unten abgeführt und nicht nach hinten. Und das finde ich sehr geil umgesetzt und fühlt sich auch im Vergleich zu anderen GBBs sehr schön an. Also es ist sehr angenehm, das Modell zu schießen einfach. So, ein kleiner weiterer Punkt allerdings, der mir aufgefallen ist, wie gesagt, auch diese Umlenkrampen oder nennen wir es einfach mal den Winkel, diesen Ansteuerungswinkel hier oben, auch das hier ist komplett aus dem dicken Stahl gefertigt. Auch wenn ihr hier mal seitlich drauf schaut, das sind nicht einfach nur so dünne Gummilappen, sondern das sind richtig schöne massive Stahlplatten. Das müssten so 1,5 bis 2 mm ungefähr Stärke haben. Nur auf einen Punkt möchte ich hinaus, wenn ihr euch diese Rampen da oben anschaut, da seht ihr auch hier natürlich, dass das Material arbeitet. Und hier sogar fast ein bisschen deutlicher, wie hier innen an der Führung. Bedeutet, wenn da mal, wartet mal, ich drehe es euch mal so her und zoome vielleicht noch ein bisschen ran. Bedeutet, mir geht es um diese Fläche. Und wenn ihr hier jetzt mal herschaut, da sieht man schon ein bisschen, ja, dass da eben Stahl auf Stahl arbeitet. Bedeutet, es ist jetzt noch nicht ganz, doch hier vorne merkt man schon, hier wird es schon scharfkantig. Bedeutet, da merkt man, dass das Material ja ein bisschen gedrückt wird. Bedeutet, da hat so einen richtig schönen, seitlich so einen richtig schönen Grat jetzt dran und wird hier vorne schon scharfkantig. Und die Oberfläche, seht ihr auch hier, hat hier so einen kleinen, oder bekommt hier an der Position so einen kleinen Prellschlag. So, und warum ist das Ganze so? So, und zwar, wenn wir das alles mal jetzt so reinbauen, dann seht ihr eben, wo ein bisschen oder wo meiner Meinung nach das einzige kleine Problem an dem System ist, wo es verschleißen kann. Und zwar, wenn ihr euch diese Stahlrollen anschaut, habe ich euch gerade gesagt, die laufen wunderbar da innen drin, aber wenn die sich in Rotation versetzen aufgrund der Bewegung, rotiert das Ganze natürlich an der Kante in diese Richtung. Bedeutet, das Rädchen oder die Welle dreht sich gegen den Uhrzeiger. So, und jetzt prügelt das Ganze aber natürlich da hinten gegen den Winkel bzw. gegen diese Fläche dagegen und dreht sich aber nicht so rum, also im Uhrzeiger, damit es quasi unterstützt wird, das Ganze nach unten zu bewegen, sondern dreht eigentlich genau andersrum. Und dadurch entsteht eben hier diese Schlagkante, wo die Kraft benötigt wird, über diese Rampe das Ganze dann letztendlich nach unten zu bewegen. Wäre diese Rampe oder wäre der Winkel ein bisschen spitzer, nehmen wir mal an, der wäre übertrieben, quasi würde das Ganze so laufen, dann wiederum wäre die Belastung natürlich geringer, da das Ganze eben langsamer
angedrückt wird und nach unten befördert wird. Hier seht ihr aber, dass der Winkel doch relativ, ja, so circa im 45 Grad Winkel ist und dadurch doch relativ viel Belastung dann hier auf diese beiden Flächen links und rechts, wie auch auf diese kleinen Wellen oder auf diese kleinen Rollen draufkommt. Wie gesagt, von der Umsetzung finde ich schon ziemlich geil. Das ist der einzige Punkt, der mir aufgefallen ist bei der Vector, wo ich sage, ja, da sollte man ab und zu mal drauf achten. Gegebenenfalls müsste irgendwann mal die Flächen hier ein bisschen wieder sauber machen. Bedeutet mit einem Schleifpapier oder mit einer Feile, damit das Ganze eben die Druckflächen wieder raus sind. Oder gegebenenfalls könnten euch sogar diese Stahlrollen sich hier ja zu arg abnutzen und anfangen zu kratzen. Bedeutet, wenn die mal irgendwie ein bisschen porös oder ja von der Oberfläche sehr rau werden, auch dann sollte man die gegebenenfalls ersetzen oder austauschen. Denn ihr seht ebenfalls, die werden auch nicht über eine große Welle irgendwie im Verschlussträger geführt, sondern die lagern letztendlich oder sitzen letztendlich nur auf diesem kleinen Zapfen. Bedeutet, die Kraftübertragung wird vom Verschlussträger hier nur auf diesen kleinen Zapfen übertragen und von diesem wiederum auf die Fläche und dann runter in den Winkel rein. Wie gesagt, weiß ich nicht, verschleißtechnisch der einzige Punkt, wie gesagt, passt ein bisschen drauf auf, schaut es euch ab und zu mal an, schaut, dass alles immer ordentlich geschmiert ist und dann sollte das eine ganze Weile lang halten. Irgendwann, wir sprechen von, keine Ahnung, 2, 3, 4 Jahren oder so, je nachdem wie oft ihr spielt, wird aber meiner Meinung nach, wird der Verschleiß so groß sein, entweder hier an den Rollen, hier an der Aufnahme von dem Zapfen oder eben an den Rampen, dass ihr hier vielleicht mal 1, 2 Ersatzteile irgendwann mal bei einer Wartung wechseln müsst. Haben aber alle GBBs, gibt immer irgendwo mal einen Verschleiß, bei einem Nozzle Housing, bei einem Hammer. Irgendwann ist halt das Zeug durchgrubbelt, dann braucht er halt mal ein Ersatzteil. Dementsprechend überhaupt nichts Kritisches, ganz im Gegenteil. Ich finde das System, so wie es aufgebaut ist, extrem interessant, extrem zugänglich, einfach, aber dennoch sehr, sehr geil konstruiert seitens Crytek. Beim Verschlussträger denkt ihr euch jetzt erstmal, ja gut, ist halt so ein kleiner, knubbeliger Verschlussträger oder Bolt Carrier irgendwie aus Zinkguss. Kennt man ja von jeder GBB. Nö, ist er nicht, sondern der ganze kleine, süße Bolt Carrier ist komplett aus Stahl gefertigt. Bedeutet, das Teil hier außenrum, wo letztendlich die Nozzle innen drin läuft, ist komplett aus Stahl gefertigt. Könnt ihr auch hier einmal sehen, bedeutet komplett magnetisch, ist ein Guss, das ist halt gegossen, also nicht CNC logischerweise, aber ein Gussstahl. Und die Rollen hinten, oder diese kleinen Rollen, die dann letztendlich diese Rampe ansteuern, die sind nicht magnetisch, sind aber aus Stahl und entsprechend ist es ein Edelstahl. Bedeutet diese beiden hier. Zuerst dachte ich mir, ja gut, hätten sie vielleicht nicht unbedingt aus Stahl fertigen müssen, hätten wir vielleicht noch ein paar Euro sparen können. Ich denke aber, eben nochmal zurückzukommen, aufgrund dieser kurzen Aufnahme hier hinten, da eben der Zapfen oder der Übergang so klein ist, haben sie das Ganze eben aus Stahl gemacht. Nicht, dass man es hier vorne irgendwie braucht, das wäre wurscht. Sondern wichtig ist eben hier, wo die Last drauf kommt, dass diese Bohrung hier die ganze Kraft übertragen muss. Da wäre Zink vermutlich viel zu schnell verschlissen, weil es einfach zu weich ist. Dementsprechend halt den ganzen Verschlussträger ebenfalls komplett aus Stahl gefertigt. Ist doch super, können wir uns drüber freuen. So, und auch die vordere Führung von dem Verschlussträger ist auch aus Stahl. Das sind letztendlich wie so 2 eingearbeitete Schrauben. Köpfe könnt ihr sehen, aber schön glatt außenrum. Und hier wird eben der Verschlussträger nicht nur, wie vorhin schon gesehen, nicht nur über diese Rolle quasi geführt und nicht irgendwie über eine Fläche, sondern ebenfalls über diese vordere Rundung, damit das Ganze einfach schön sauber hier drin sitzt und hier entlang gleiten kann und dementsprechend auch mit der Rolle sich da nicht irgendwie verkanten kann, sondern einfach schön sauber geführt wird nach vorne und nach hinten. Dementsprechend ist natürlich auch die Auflagefläche auf die seitlichen Flächen deutlich geringer und das Ganze arbeitet reibungsfrei. Also auch hier kann man überhaupt nicht meckern. Tippitoppi umgesetzt. Die Nozzle ist eine Polyamid-Nozzle, wird hinten über einen E-Clip gehalten, wie bei vielen GBBs. Bedeutet, wenn ihr mal eine andere Nozzle braucht, unscharf, hier hinten letztendlich einfach nur ein E-Clip drauf, E-Clip runter, dann könnt ihr die ganze Nozzle nach vorne aus dem Verschlussträger rausziehen, wenn ihr mal eine neue benötigen solltet. Die Nozzle macht aber ebenfalls einen hervorragenden Eindruck. Ich hatte sie auch einmal bereits demontiert, ist komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Und auch die Dichtung hinten ist, wie man es von vielen GBBs kennt, so eine Pilzdichtung.
Bedeutet, wenn sich der Gasdruck dann hinten drin aufbaut, geht es in diese seitlichen Führungen von der Dichtung rein oder in diese Aussparungen und drückt die Dichtung auf, damit das Ganze einfach sauber 100% abdichtet. Funktioniert tadellos und auch wenn es kälter wird, wenn ihr schneller triggert, hier gast absolut nichts aus. Ihr seht keine Gaswolken irgendwie seitlich aus dem Auswurf rauskommen, dass irgendwie das undicht ist. Nein, das funktioniert tadellos und dichtet hervorragend ab. So, auch die Feeding-Lippe unten seht ihr im Vergleich zu manchen Backups relativ dick konstruiert. Bedeutet fast doppelt so dick wie bei der ein oder anderen Glock zum Beispiel oder 1911er Backup. Doppelt so dick gewählt, Polyamid-Kunststoff, schön solide, schön robust. Dementsprechend auch, wenn ihr das Magazin mal mit ein bisschen mehr Liebe einlegt und ein bisschen reinprügelt, weil es halt mal schnell gehen muss, braucht ihr euch nicht gleich Sorgen machen oder Gedanken machen, dass euch da vorne die Feeding-Lippe wegbricht oder sowas. Also das ist grundsolide konstruiert meiner Meinung nach. Klasse umgesetzt. Bevor wir uns dann gleich sehr ausführlich über das Hop-Up unterhalten und den Lauf und so weiter, lasst uns noch ganz kurz über den Firing Pin sprechen. Denn der ist auch bei der Vector sehr interessant konstruiert, finde ich. Denn ihr seht, der wird nicht einfach nur geschoben, sondern der wird hier unten über einen kleinen Zapfen oder über eine kleine Achse gehalten. Und das Ganze drum hier, von hier unten bis hier oben hin, das ist euer gesamter Firing Pin. Bedeutet, das Ganze läuft dann letztendlich, wenn wir den locker mal runterdrücken, läuft das Ganze hier oben und wird hier unten quasi rotiert. Warum man da so einen großen Radius braucht, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, das liegt daran, in welchem Winkel der Firing Pin dann später aufs Ventil letztendlich drauf schlägt. Vermutlich macht es hier bei der Vector einen gewissen Unterschied. Aber ihr seht, der wird nicht einfach nur gerade reingeschoben oder gerade gedrückt, sondern der rotiert ganz leicht über diesen großen Radius, rotiert das Ganze. Und ihr seht übrigens auch, der Firing Pin ist natürlich auch im vorderen Bereich, übrigens komplett aus Stahl, ne? Also Firing Pin aus Stahl, locker aus Stahl und vorne schön dick. Bedeutet hier, auch wenn ihr ein bisschen stärkere Gase verwendet und dementsprechend mehr Druck auf dem Ventil ist, keine Sorge, das Ding ist so fett da vorne konstruiert, der Firing Pin, und komplett aus Stahl, dem drückt euch garantiert nicht platt oder sowas, also der verschleißt sicherlich nicht. Der einzige Punkt, was ich mir angeschaut hatte, wie der Firing Pin dann letztendlich im System betätigt wird oder gedrückt wird von Hammer. Das möchte ich euch mal noch mal ganz kurz zeigen. Ich habe euch ja den Hammer vorhin schon mal ganz kurz gezeigt. Entspannen wir den mal kurz. So, schaut mal bitte ganz kurz. Ist ein bisschen unscharf gerade. Warte, ich versuche es mal ein bisschen irgendwie so hinzulegen. Wartet mal, wir machen es vielleicht so, können das erkennen. Ja, so müsst ihr es erkennen können. So, guckt mal, wenn ihr jetzt den Hammer euch anschaut, der Hammer hat hier vorne ja so eine kleine Schlagfläche, also eine relativ dünne, scharfe Schlagfläche. Und was mich ein bisschen wundert, ist, wie diese Flächen wie das Ganze übertragen wird. Denn wenn ihr euch das mal im Detail hier anschaut, der prügelt euch direkt in die Rundung hinten vom Firing Pin drauf. Also ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn man das vielleicht auch abgerundet hätte, damit quasi diese Fläche vom Hammer zu der Fläche vom Firing Pin besser zusammenpassen würde. So hat man hier einfach eine sehr scharfe Kante, die dann wiederum hier innen drin auf die Rundung hinten vom Firing Pin drauf prügelt. Also nicht hier, wartet mal, nicht, dass er jetzt rausflutscht hier. Also nicht irgendwo hier unten wird er angeschlagen oder wird da die Kraft übertragen, sondern genau hier oben in der Rotation oder beziehungsweise in diesem Radius drin. Und hier ist natürlich das Material vom Firing Pin am dünnsten. Denn wenn ihr euch das genau anschaut, hier geht natürlich nochmal eine Welle durch. Bedeutet, das Teil ist innen drin hohl, damit das Ganze natürlich auch nach oben rotieren kann, wenn das Magazin eingelegt wird und das Ganze in der vorderen Position ist. Wie gesagt, das ist ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, ob das nicht irgendwie vielleicht auch verschleißen könnte hier hinten, da eben das Material an dieser Rundung ja eigentlich am dünnsten ist. Oder es ist die dünnste Stelle vom ganzen Firing Pin eigentlich. Wie gesagt, wird's die Zukunft zeigen. Ansonsten, wenn ihr doch mal einen neuen braucht, ja, kriegt ihr bestimmt ohne Probleme her. Ich meine, Crytek bieten ja viele Händler an und dementsprechend, da wird euch schon definitiv jemand mal ein Ersatzteil besorgen können.
Kommen wir nun abschließend zum Thema Lauf- und Hop-Up-System. Das ist natürlich wieder ein bisschen umfangreicher. Das meiste habt ihr, oder den Aufbau habt ihr natürlich vorhin bei der Demontage vielleicht schon gesehen. Bedeutet, ihr habt hier letztendlich, ja, wie soll ich sagen, so diese vordere innere Aufnahme, wo letztendlich Hop-Up-Kammer, Outer, alles miteinander verbunden wird. Es sitzt dann, wie vorhin schon vielleicht kurz gesehen, wer es über Sept hat, zeige ich es nochmal ganz kurz. Das Drum sitzt dann letztendlich über dieses Nut- und Federsystem. Über das hier sitzt das Ganze hier drin, wird letztendlich sauber verschraubt, links und rechts, bewegt sich dann null. Also Konstruktion und Passgenauigkeit hervorragend. Das Bauteil ist dann letztendlich aus Aluminiumguss gefertigt. Bedeutet, ihr seht, es ist ein Mods-Kloben letztendlich, Metallklumpen, ist aber extrem leicht. Dementsprechend Aluminiumguss. Dann seht ihr ebenfalls hier oben jetzt eben das Hop-Up-Einstellrad drin in diesem Block. Bedeutet, ihr habt hier unten drin so eine kleine Kugel letztendlich mit einer Feder. Hier oben dieser Schraubenkopf, nenne ich es jetzt einfach mal, der hat hier unten solche kleinen Positionen drin. Und wenn ihr dann letztendlich euren Hop einstellt, dann klickt das Ganze in diese Positionen rein. Und ihr macht nichts anderes, wie letztendlich dieses Gewinde oder diese Schraube, nennen wir es einfach mal, die hier durchgeht, drückt ihr letztendlich oben direkt auf den Lever von der Hop-Up-Kammer drauf. Das ist letztendlich euer Hop-Up-System, wie ihr das von außen dann einstellen könnt. Vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, so dieses Klicksystem oder immer die Hop-Up-Systeme zum Klicken, finde ich, sind halt nicht ganz so präzise wie freilaufende Hop-Up-Systeme. Bedeutet, könnte ich das Ganze jetzt stufenfrei einstellen, einfach nur übers Gewinde, könnte man es noch ein bisschen feiner justieren, wie über das Klicksystem, weil ihr seid immer darauf angewiesen, halt immer einen Klick vor oder einen Klick weiter zu machen. Das ist jetzt bei weichen Hop-Up-Buckings kein Problem, versteht mich nicht falsch, ihr könnt trotzdem euren Hop sauber einstellen, darum geht's gar nicht. Meistens hat man aber dann, wenn man etwas härtere Buckings spielt mit großen Patchflächen, sei es jetzt ein R-Hop oder ein hartes Flat-Hop, dann kommt's häufig vor, dass ihr teilweise genau den Hop eigentlich in der Mitte bräuchtet. Also macht ihr dann einen Klick weiter, habt ihr schon wieder zu viel Hop, macht ihr einen Klick weiter vor, habt ihr ein bisschen zu wenig Hop. Also hier kommt es immer darauf an, bei solchen Systemen, wie ist das Gewinde und wie ist das Ganze abgestuft vom Klicksystem. Vor allem, wenn ihr jetzt hier eben mal herschaut, vielleicht kann man es erkennen, das ist jetzt auch kein Feingewinde hier innen drin, sondern es ist ein stinknormales, was ist denn das, ein M4? Ein M4-Gewinde bedeutet, wenn ihr halt einen Klick macht, legt ihr halt ein bisschen mehr Weg zurück, wie wenn es ein Feingewinde gewesen wäre. Hätten sie ja Feingewinde genommen, hätte man das Hop-Up noch präziser justieren können. Daher ihr in dem Modell aber so oder so keine schweren BBs verwenden braucht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. So, die Befestigung von dem Outer finde ich noch sehr interessant. Das habe ich euch vorhin schon kurz gezeigt. Gut, ich habe jetzt die Gewindestifte noch drin. Aber der Outer wird letztendlich einfach nur hier in den Aluminiumblock reingeschoben und wird dann hier oben über diese Stahlplatte und zwei Schrauben letztendlich einfach nur geklemmt. Bedeutet, ihr habt dann hier diese Fläche zum Klemmen und zusätzlich eben hier oben die Rundung drin, wo das Ganze eben über den Schraubenkopf dann ja gerade gedrückt wird oder ausgerichtet wird. Und Leute, es hält bombenfest. Also das muss auch nicht verschraubt sein, sondern diese Arretierung oder dieses Befestigungssystem ist tadellos. Ihr habt in dem Ding, wenn es festgeschraubt ist, null Spiel drin. Ihr könnt da rumknödeln, wie ihr wollt. Da wackelt nichts. Ihr könnt vorne schwere Schalldämpfer drauf machen oder Schalldämpfer-Attrappen oder Tracer. Da bewegt sich null. Also das ist von der Aufnahme her wirklich gut umgesetzt und vor allem auch solide umgesetzt. Haben sie geil gemacht. So, und jetzt haben wir eben das Hop-Up-System. Und das ist vielleicht für das Modell in Ordnung. Das kommt aber immer darauf an, wie man dieses Modell sieht. Da werde ich auch später beim Fazit nochmal darauf eingehen. Denn meiner Meinung nach ist die Vector nichts anderes wie eine große Backup. Bedeutet, ich vergleiche das Ganze, so leid es mir tut, aber ich muss das Ganze rein von der Energie und von der Performance eigentlich mit einer Highcover zum Beispiel ein bisschen vergleichen. Auch natürlich aufgrund der Lauflänge und der daraus resultierenden Energie natürlich. Ihr seht, wir haben hier halt leider, ist natürlich bauartbedingt so, leider nur einen ganz, ganz kurzen Lauf drin mit 120 mm. Dementsprechend eben der Vergleich zu einer Highcover zum Beispiel mit einem Innendurchmesser von 6,05.
Bedeutet, ihr habt auch im Chrono gesehen, selbst wenn ihr da Black Gas reinknallt oder Red Gas, ihr werdet im Durchschnitt nicht über 1,1 Joule kommen. Natürlich, die oberen oder die ersten Werte, wenn das Magazin frisch befüllt ist und warm ist, klar, da knallt er halt mal 1,35 raus, 1,3. Aber ihr werdet dann auch sehr schnell feststellen, wie es halt bei GBB so ist, dass natürlich die Energie nach den ersten 3, 4, 5 Schuss entsprechend abnimmt. Und dann pendelt sich das Ganze im Regelfall je nach Gassorte und Temperatur bei circa 0,9 bis 1 Joule ein. Und wie gesagt, das bekommt ihr aus einer Backup auch raus. So, vom Hop-Up-System habe ich euch vorhin auch gesagt, ihr braucht, das Hop-Up-System ist geil, auch das Bucking wäre in Ordnung, aber ihr könnt keine 0,3 Gramm BBs darin verwenden. So, und hier sind wir eben der Punkt, den ich ansprechen möchte. Für was ist die Vector ausgelegt? Aufgrund der geringen Energie ist es eher eine Knifte für CQB oder für Indoor zum Spielen. Bedeutet, ihr braucht gar nicht hergehen und braucht jetzt anfangen, in das Ding irgendwie 0,4er BBs reinzustopfen. Das ist totaler Schwachsinn. Dementsprechend für 0,2 und 0,25 Gramm, wie Crytek vermutlich die Waffe gedacht hat, ist das Hop-Up-System vollkommen in Ordnung und da funktioniert das Ganze auch. Geht ihr höher vom Kugelgewicht, 0,28, 0,3, 0,32, bekommt ihr keinen Hop mehr drauf. Bedeutet, selbst wenn ihr das Einstellrädchen hier oben auf Maximum reindreht, langt die Reibung oder die Bremswirkung vom Bucking oder der Druck, langt euch nicht aus, um schwere Kugeln in Rotation zu versetzen. Auch wenn das Bucking an sich sogar dafür geeignet wäre. Schauen wir es uns doch gleich mal an. Bedeutet, das Bucking von Crytek finde ich echt in Ordnung. Es ist ein relativ klassisches Flat-Hop-System. Ich schneide es nicht auf, dementsprechend versuche ich es euch mal die Patchfläche so zu zeigen. Warte, ich drücke sie ein bisschen runter. Könnt ihr es erkennen? Ich weiß es nicht. Bedeutet große, langgezogene Fläche hier oben drin, die letztendlich den ganzen hinteren Bereich von dem Lauf oder von dem Fenster hinten abdeckt. Würdet ihr auf diese Fläche ausreichend Druck drauf bekommen mit dem entsprechenden Tensioner, dann wären problemlos vermutlich nur 36 BBs mit diesem Bucking möglich. So, und genau hier ist der Punkt mit der Schraube, denn selbst auf Maximum Hop bekommt ihr diese Patchfläche nicht weit genug runter bewegt, um diese schweren Kugeln zu bewegen. Bedeutet, wollt ihr unbedingt, warum auch immer, 0,32 Gramm BBs hoppen können oder 0,36 Gramm BBs, dann würde ich euch empfehlen, ebenfalls ein GBB-Bucking herzunehmen, auch ein Flat Hop, aber nehmt ein härteres. Bedeutet, hier ist standardmäßig ein 50er drin verbaut. Es ist extrem weich. Wenn ihr da eins verbaut, was ein bisschen härter ist, zum Beispiel ein 60er, dann wird die Fläche ein bisschen weiter runter bewegt, der Gummi kann weniger nachgeben und dadurch bekommt er auch ein bisschen mehr Druck auf die Kugel drauf. Für diejenigen, die es unbedingt brauchen. So, also das wäre dann schon mal in Ordnung soweit für 0,25 Gramm. Der nächste Punkt ist, die Hop-Up-Kammer ist gut, bedeutet, die sitzt auch sauber im Outer drin, wenn ich ihn nochmal finde, hier. Die sitzt hier richtig schön press und sauber drin, also selbst hier Aluminium und Kunststoff. Kein Spiel, null, keine Rotation drin, keine Luft drin und müsst ihr auch mit ein bisschen Schmackes reinschieben. Aber dann sitzt das Ding wirklich wie Arsch auf Eimer in dem Outer drin und kann sich dementsprechend nicht verdrehen. Das ist sehr gut konstruiert. Nur bin ich leider kein Fan von dem Lever bzw. von dem Tensioner. Denn ihr seht auch hier, dass Crytek den Tensioner zwar sehr geil umsetzt, also schöner, großer Tensioner letztendlich mit einem Radius unten dran. Würden wir diesen vollständig auf die Patchfläche bekommen, würde das Ding auch problemlos wahrscheinlich 0,4 weghoppen. Funktioniert aber nicht, da das Ganze eben über die Rotation läuft und der Tensioner dadurch nur im vorderen Bereich drückt. Bedeutet, die hintere Fläche, die hier, die wird letztendlich über die Rotation so gut wie nicht auf das Bucking drauf bewegt. Das könnt ihr euch so vorstellen, bedeutet, ihr seht es ja selber, hier hinten ist letztendlich der Rotationspunkt und wenn wir das Ganze jetzt runter bewegen, dann wird der Lever einfach ein kleines bisschen krumm. Bedeutet, letztendlich verschiebt ihr über den Druckaufbau nur den Druckpunkt, wo das Bucking bewegt wird. Könnt ihr so ein bisschen erkennen. Könnt ihr euch so vorstellen, warte, ich zeige es mal mit dem Bit. Bedeutet, hier hinten ist der Rotationspunkt und wenn ihr das halt dann bewegt,
dann seht ihr das, dann wird es halt nicht gerade runter bewegt wie bei einem TDC-System, sondern ihr verschiebt letztendlich nur den Druckpunkt von hinten oder von vorne nach hinten, je nachdem, wie das halt einstellt, mehr oder weniger Hop. Dementsprechend kann diese ganze Patchfläche nicht oder diese ganze Tensioner-Fläche gar nicht vollständig verwendet werden. Aber wie gesagt, das ist dennoch vollkommen in Ordnung, wie gerade angesprochen. Das funktioniert und wie gesagt, meiner Meinung, dass eben wirklich eine Knifte ist, keine Knifte, wo ihr auf 50 Meter schießt, das macht er mit der Vector nicht. Wenn ihr das Ding in der Halle spielt und mit 0,25 und euren Hop einstellt, dann funktioniert es tadellos. Aber ihr dürft einfach nicht davon ausgehen, dass ihr hier jetzt loslegt, das Ding irgendwo ins Woodland mitnehmt und euch da 0,36er oder 0,32er BBs reinknallt. Das funktioniert out of the box mit der Vector nicht und dafür ist sie meiner Meinung nach aber auch nicht ausgelegt. Gut Leute, das soll es für heute schon gewesen sein. Crytek Chris Vector GBB. Ich denke, ich habe alles Relevante angesprochen. Natürlich, ich hätte das Video noch in die Länge ziehen können. Ich hätte euch noch eine halbe Stunde was über den Feuerwahlhebel erzählen können. Wäre halt Quatsch gewesen. Dementsprechend sollte ich was vergessen haben oder interessiert euch noch etwas, was jetzt nicht erklärt wurde, gerne Kommentarfeld verwenden. Machen wir also abschließend wieder mein ganz persönliches Fazit zu diesem wunderschönen GBB-Modell. Beginnen wir bei den positiven Sachen. Der erste Pluspunkt ist die Verarbeitungsqualität. Das hat Crytek wieder hervorragend umgesetzt. Bedeutet, man merkt einfach, das ist ein Modell aus Taiwan. Sie kostet Geld, keine Frage, aber dafür bekommt man auch eine sehr, sehr gute Qualität. Bedeutet, die Spaltmaße vom Polyamid-Kunststoff hervorragend. Die Gussqualität oder die Spritzgussqualität von den Bauteilen, von den Externals, ebenfalls hervorragend, alles aufs Zehntel genau. Die Pins sitzen alle sauber drin, es verklemmt sich nichts, es verhakt sich nichts und auch die Internals einfach super umgesetzt. Da passt einfach alles wie Arsch auf Eimer, muss man sagen. Klasse, genauso wie damals bei der SAEG-Variante oder bei der AEG-Version. Also ein großer Pluspunkt, sehr, sehr gute Verarbeitungsqualität. Und wenn wir jetzt schon bei der Qualität sind, was ich ebenfalls sehr hart feiere, die Materialauswahl seitens Crytek ist mehr als hervorragend gewählt. Bedeutet, wie gesagt, außen Polyamid-Kunststoff, sehr solide, sehr robust, tolle Haptik. Aber nicht nur von außen, sondern auch wenn ihr das Ding mal auseinandernehmt für eine Wartung und euch dann die Internals anschaut und ihr findet dann letztendlich zum größten Teil nur Stahl innen drin, was die ganzen Komponenten betrifft. Auch hier muss man sagen, Materialzusammensetzung, Materialauswahl, klasse, ein Pluspunkt. Also nicht hergegangen, hey, das Modell muss irgendwie 20 € billiger werden, wir machen hier ein bisschen Zink hin oder machen das aus Aluguss. Nee, da wo es wichtig ist, da ist überall Stahl in dem System drin. Und dementsprechend Material ein Pluspunkt und gleich, wenn wir schon da sind, nächster Pluspunkt auch gesamtes GBB-System, wie es konstruiert ist innen drin, vom Material, von der Materialauswahl, ebenfalls ein großer Pluspunkt. Bedeutet, ich habe später letztendlich nur einen kleinen Neutralpunkt beim System. Ansonsten ist das Ding, was das System betrifft, wirklich klasse. Ihr habt innen drin, wie gesagt, alles aus Stahl. Es dichtet hervorragend ab. Sie gast euch nicht irgendwie aus. Sie fängt nicht an zum Sappern, sie fängt nicht an zum Spritzen oder sowas. Dementsprechend GBB-System und dass eben die Internals aus Stahl sind, ein Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt hört sich vielleicht ein bisschen strange an, wenn man GBB-Liebhaber ist. Und zwar geht es hier ums Thema Rückstoß. Die meisten GBB-Spieler kaufen sich eine GBB, weil sie denken, das ist realistisch. Naja gut, das bisschen Zucken ist jetzt auch nicht realistisch. Aber ja, eine GBB hat ein bisschen einen Rückstoß, knallt ein bisschen ordentlich. Das feiern viele. Und hier muss ich sagen, genau das macht die Vector nicht. Bedeutet, ihr habt hier null Rückstoß. Und genau das finde ich so interessant bei dem Modell. Bedeutet, wenn ihr da anlegt mit dem Leuchtpunkt, und ihr zielt auf die Scheibe und triggert dann, sage ich mal, zügige Salven von jeweils 3 bis 4 Schuss. Das Ding bewegt sich null. Ihr könnt das Ding so präzise wie möglich halten, obwohl sie knallt wie eine große GBB. Und das finde ich einfach vom Feeling her mal was anderes und empfand ich als sehr positiv. Also macht unheimlich Spaß, auch wenn sie keinen Rückstoß hat. Glaubt man gar nicht, ne? Aber nee, ist gut umgesetzt, kein Rückstoß. Genauso wie beim Originalmodell eben umgesetzt von der Mechanik her. Feiere ich ein Pluspunkt dafür. So, und mein letzter Pluspunkt ist das Thema Hop-Up. Das ist seitens Crytek vom Bucking, vom Tensioner vielleicht nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr modernes und gut umgesetztes Hop-Up-System. Ich habe es euch gezeigt, ihr habt hier unten im Griff
direkt den Inbus drin, ihr steckt den da oben rein und könnt dann über ganz feine Klicks, Klick, Klick, mehr oder weniger Hop einstellen. Bedeutet, ihr müsst nichts auseinanderziehen, ihr braucht dann irgendwie Spezialwerkzeug, um da irgendwo reinzugehen, wie bei KWA. Nein, Inbus, zack, drehen, fertig, Hop-Up eingestellt. Super Sache. Und auch das Hop-Up selbst, so wie die Knifte kommt und für das, was sie ausgelegt ist, 0,25 Gramm BBs, funktioniert das Ganze wirklich hervorragend. Bedeutet, das Ding schießt für eine GBB auf 40 Meter mit 0,45 wirklich sehr gut. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, aber wie gesagt, für kompakte Gelände, CQB, klasse, funktioniert, würde ich ebenfalls einen Pluspunkt geben. So, und wenn wir jetzt gerade schon bei dem Punkt Hop-Up sind, jetzt habe ich gerade gesagt, ist gut, 0,25, lässt sich sauber einstellen, ist Bucking, alles tippitoppi. Jetzt kommen wir aber bei dem Punkt Neutralpunkt natürlich nicht für mehr Kugelgrammatur ausgelegt und ich bin mir auch nicht ganz sicher, das werdet ihr vermutlich auch nur mit einem anderen Bucking hinbekommen. Bedeutet, selbst wenn ihr hier oben es Maximale an Hop einstellt, langt das Hop-Up nicht für 0,3, nicht für 0,32 und schon gar nicht für 0,36. Könnt ihr vergessen, die kommen aus dem Lauf raus, fliegen 20 Meter und fallen auf den Boden runter. Habe ich also nicht zum Hoppen gebracht. Bedeutet, hier langt der Hub oder der maximale Druckaufbau, was das Hop liefert, langt euch nicht aus für diese Kugelgrammaturen. Wie gerade schon gesagt, für CQB 0,25 ausreichen, da braucht ihr keine schweren BBs. Wenn jetzt aber ein Österreicher oder ein Schweizer sagt, ja, Moment mal, ich will das Ding halt doch irgendwie im Woodland spielen, ich will damit auf 50, 60 Meter schießen und ändert die Lauflänge, dann müsst ihr auch das Bucking tauschen. Es ist zwar ein sehr gutes Bucking drin, es ist aber zu weich und der Druck langt nicht. Also probiert einen Flat Hop oder einen R-Hop mit 60 Shore, also ein bisschen härter, damit ihr einfach ein bisschen mehr Druck auf die BB drauf bekommt. Und dann sind auch schwere BBs letztendlich möglich. Aber eben nicht out of the box und dementsprechend kleiner Neutralpunkt. Muss nicht unbedingt sein. So, der nächste Neutralpunkt. Das System an sich läuft hervorragend. Nehmt ihr ein Elite Force 150, nehmt ihr ein Noob Roll Red Gas, läuft das Ding bei 25 Grad circa tadellos. Ihr habt keine Probleme, die Effizienz stimmt, es kommt zu keinen Klemmern oder sowas, läuft wirklich spitze. Wird sie allerdings zu kalt oder nehmt ihr ein zu schwaches Gas, performt die Vector leider nicht so gut wie andere GBBs. Ich habe es euch am Anfang versucht zu demonstrieren, da hatte ich das relativ schwache Protech-Gas drin, was ich nicht empfehlen würde in der Vector. Und wenn ihr dann ein bisschen schneller triggert und das Magazin wird kalt, dann fängt es häufig an, dass das System einfach unkontrolliert einfach die ganze Zeit läuft und einfach das Gas voll abbläst. Also hier beachten, für kühlere Temperaturen kommt dieses Modell vermutlich nicht wirklich in Frage oder ihr nehmt halt saustarke Gassorten. Aber wirklich nur, wenn es kalt ist. Wie gesagt, hier sind andere GBB-Modelle, gerade mal Hui-Modelle, was die Kälteempfindlichkeit angeht, fast ein bisschen besser, muss ich sagen. Also da hat die Vector ein paar kleinere Probleme. So, dann kommen wir zum letzten Neutralpunkt. So, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Neutralpunkte, gehören aber irgendwo ein bisschen zusammen. So, und zwar die zwei Neutralpunkte, ich habe mir aufgeschrieben, Spielbarkeit, Lauflänge und Preis. Bedeutet, wir machen mal einen Neutralpunkt Spielbarkeit und den zweiten Neutralpunkt machen wir mal Preis. Was meine ich damit? Ich habe es euch ganz am Anfang erklärt oder versucht zu erklären. Die Vector ist eine wunderschöne GBB. Das größte Problem meiner Meinung nach bei dem Modell ist die kurze Lauflänge von 120 mm. Bedeutet, da ist so ein kleiner Knubbellauf drin, wie bei einer Backup letztendlich, also wie bei einer ganz normalen Pistole. Und ich finde, das macht leider die Vector, auch wenn es anders natürlich nicht gehen würde, das macht die Vector ein bisschen uninteressanter, finde ich. Weil wo wollt ihr denn das Modell dann spielen? Ja, auf einem kleinen, kompakten Gelände oder irgendwo indoor. Dann ist es in Ordnung, wenn ihr von der Energie nicht höher gehen dürft. Aber nehmen wir mal an, ihr spielt jetzt irgendwo auf dem Woodland-Gelände, wo andere Leute spielen mit einer HPA oder mit einer SAG und die schmeißen euch die BBs, die 0,36er oder die 0,4er mit 1,8 Joule um die Ohren. Da werdet ihr mit dem Modell nichts reißen. Gar nichts. Die Energie ist zu gering und auch aufgrund des Hop-Up-Systems bis maximal 0,25 habt ihr hier einfach eine riesengroße Limitierung. Und das meine ich eben mit Spielbarkeit. Wisst ihr, und in der Halle geht es mir dann ein bisschen um den Preis. Wollt ihr das Ding für eine Halle? Da ist das Ding perfekt geeignet, keine Frage.
aber sie kann dann auch wieder für 600 Euro nicht mehr wie eine Backup für 150 oder 200 Euro, wisst ihr? Und ihr seid mit einer Backup sogar noch ein bisschen agiler wie mit der Vector, weil sie halt doch ein bisschen größer ist. Also man muss sich hier schon im Vorfeld seine Gedanken machen, wo möchte man das Modell spielen und ist das dann für den Preis für einen in Ordnung. Wie gesagt, einfach so ein paar Gedanken von mir, müsst ihr selbst entscheiden. An sich ist es eine absolut geile GBB, was Crytek hier abliefert, Verarbeitungsqualitätssystem, Ergonomie macht unheimlich viel Spaß und wer sie unbedingt haben will und das nötige Kleingeld ausgeben kann, ja, gönn dir. Sehr, sehr gute Backup. Für alle anderen, die eben aufs Geld ein bisschen achten wollen und eben nur das kaufen, was sie wirklich brauchen, überlegt eben, wie gesagt, kurze Lauflänge ist ein Kriterium für mich und eben halt die Energie dann standardmäßig so 0,9 bis 1 Joule, je nachdem, wo man sie halt spielen möchte. So Leute, wollt ihr zu diesem Thema irgendetwas ergänzen? Das würde mich mal brennend interessieren, eure Meinung. Wie seht ihr jetzt die Vector im Vergleich zu einer Backup? Seht ihr das genauso wie ich oder sehe ich das schon wieder ein bisschen zu kritisch? Eure Meinung ins Kommentarfeld unten rein, auch wenn ich irgendwas vergessen habe anzusprechen, wenn euch noch irgendwas interessiert. Ich lasse das Modell jetzt noch 1,5 Wochen circa da, bevor ich sie zurückschicke. Wenn ihr noch irgendwas nachgucken soll, gerne Kommentarfeld auch verwenden. Und wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen, würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.